es wird jetzt eine Diskussion über den Nahen Osten geben. Der Hamid, ihr kennt ihn ja von der Vorstellung, von der Einleitung heute schon, wird referieren über die Perspektiven im Nahen Osten, was so dort passiert aus marxistischer Sicht und was die Punkte sind, die man beachten muss. Danke. Ja, wir werden jetzt 1,5 Stunden Referat haben, 45 Minuten plus Übersetzung. Danach wird es eine kurze Pause geben und dann wird es Zeit für Diskussion und ein Sum-up von Hamid. Okay, damit bitte, Hamid. So, hallo Genossen. Hallo Genossen. Hello comrades. I was told to say a few words in German by Flo. He was very sad that I didn't do it this morning. Flo hat mir gesagt, ich soll ein paar Worte auf Deutsch sagen. Er kann sehr gut Deutsch, er traut sich bloß nicht. But I'll do this one in English this time, and maybe next time I'll try in German. Diesmal werde ich noch Englisch reden, aber das nächste Mal probiere ich es dann vielleicht auf Deutsch. Now, 5 years ago, these days, the Arab Revolution was sweeping through the Middle East and North Africa. Vor 5 Jahren, genau um diese Zeit des Jahres, hat sich die arabische Revolution wie ein Lauffeuer ausgebreitet. It was a complete break with decades of ebb and stagnation within the class struggle on a world scale. Es war ein kompletter Bruch mit den Jahrzehnten der totalen Ruhe und Stagnation im Klassenkampf, die auf einer Weltebene stattgefunden haben. And it proved what Marx had been saying for many years, as opposed to what the bourgeois was saying. Und hat das bewiesen, was Marxistinnen und Marxisten jahrelang schon gesagt haben, im Gegensatz zu dem, was die Bürgerlichen behauptet haben. That no matter how big the defeat for the working class, egal wie groß die Niederlage für die Arbeiterklasse ist, as long as there is capitalism, solange es den Kapitalismus gibt, class struggle will be there, wird es auch den Klassenkampf geben, and a revolution will come to the fore sooner or later. Und eine Revolution wird daraus früher oder später resultieren. And it was a complete turning point in world history. Und es war ein wirklicher, kompletter Wendepunkt in der Weltgeschichte. It was the opening shots of a new epoch. Es waren die ersten Schüsse, die ersten Anzeichen einer neuen Epoche. You can say it was the reflection of the 2008 crisis within the class struggle. Es war, man könnte sagen, die Reflexion der Krise von 2008 auf dem Gebiet des Klassenkampfes. And it was indeed very invigorating for millions of young people and workers throughout the world. Und es war tatsächlich sehr aufbauend, sehr überwältigend für eine ganze Generation von jungen Arbeitern und Jugendlichen auf der ganzen Welt. Because it showed that you can fight back. Weil es gezeigt hat, dass man zurückschlagen kann. And you can win. Und man kann gewinnen. Now, if you imagine the mood of those days compared to the scenes you see from the Middle East today. Wenn man die Stimmung zu dieser Zeit mit dem vergleicht, was man heute aus dem Nahen Osten sieht, there is a complete contrast. Es gibt einen kompletten Kontrast dazu. In Egypt, since 2013, 40,000 people have been arrested. Seit 2013 wurden in Ägypten 40.000 Menschen festgenommen. Many revolutionary activists. Viele revolutionäre Aktivisten und Aktivistinnen. Hundreds of activists have disappeared this year alone. Hunderte Aktivisten sind verschwunden allein dieses Jahr. One of them, an Italian one, was found murdered and his tortured body was found dead in Egypt a few days ago. Einer von ihnen, ein Italiener, wurde vor ein paar Tagen tot mit Folterspuren aufgefunden. In Tunisia, we had only 2 weeks ago the calling of a martial law. No, what do you call it? Martial law. Yeah. Vor nur wenigen Tagen wurde curfew. In Tunesien eine Ausgangssperre verhängt. And Libya and Syria is of course a daily reminder of how barbaric the area can get. Ja, und Libyen und Syrien sind erinnern täglich daran, wie barbarisch es zugehen kann in diesem Gebiet. The bloodbath is horrible, you can say. Das Blutbad dort ist horrende. Is horror without end, as Lenin explained about capitalism. Wie Lenin über den Kapitalismus gesagt hat, das ist ein Horror ohne Ende.
Now, from the point of view of the bourgeois, they have two basic theories of explaining this situation. Die Bürgerlichen haben zwei grundlegende Theorien, mit der sie diese Situation erklären wollen. There's one which is just continuing what they've been saying the years before the revolution, that the Middle Eastern people are just backward, reactionary, feudal-minded people. Die eine Theorie ist einfach das, was sie schon seit Jahren irgendwie sagen, dass die Menschen im Nahen Osten einfach rückständige, feudal System anhängende Leute sind. They have some kind of genetic masochism that they love a strong, dominant leader. Dass sie einen genetischen Masochismus in sich tragen. Sie wollen einfach angeführt werden von einem starken Führer. The other theory is that there's a very deep state. It's so deep that no one sees it. Die zweite Theorie ist, es gibt einen sehr, sehr tiefen Staat, der so tief ist, dass niemand ihn sieht. And controls everything. Der kontrolliert alles. And when it conspires, no one can resist it. Und wenn der irgendwie konspirativ arbeitet, kann niemand dagegen vorgehen. And that basically, that group was setting the tone and directing the whole movement in Egypt. Und diese Gruppe war letztendlich diejenige, die die Bewegung in Ägypten auch angeführt hat. Both of these theories, of course, they have thousands of sub-theories and ideas and academic theses and all these things. But both of them carry the same germ, you can say. Beide Theorien, es gibt natürlich hunderte, tausende Subtheorien davon und Akademiker, die diese verbreiten und so weiter, aber beide tragen einen gemeinsamen Kern in sich. That the masses are incapable of taking their own destinies into their own hand. Und zwar, dass die Massen unfähig dazu sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. They're too stupid and ignorant and uncultured. Sie sind zu dumm, zu ignorant, zu kulturell rückständig. They don't know what we know, us educated people. Sie wissen nicht, so wie wir als gut ausgebildete Leute, was richtig ist. How to do things, basically. Wie man die Dinge auf den Weg bringt. But I would say the problem is the exact opposite. Aber in Wirklichkeit ist das Problem das genaue Gegenteil. Throughout the Egyptian Revolution, the Tunisian Revolution, all the revolutions which swept through the Arab world in those days. Während der gesamten ägyptischen Revolution, der tunesischen Revolution, all diesen Revolutionen, die durch die arabische Welt geschwappt sind, that the masses were always one step or 10 steps ahead of their leaders. Dass die Massen in Wirklichkeit immer einen oder sogar 10 Schritte ihren Führern voraus waren. Without any leadership, without any program, without any organization, without any plan or any alternative. Ohne Führung, ohne Organisation, ohne Plan, ohne Programm. It took them in Egypt 18 days to overthrow what NGOs and PhDs and theses had not moved an inch for decades. Die Massen haben in Ägypten 18 Tage in dieser Situation gebraucht, um ein Regime zu stürzen, in dem NGOs und Akademiker jahrelang irgendwie Demokratisierung gepredigt haben, ohne etwas zu verändern. And throughout the process in Egypt, at every single stage, when the professional politicians and charlatans, you can say, that run society in normal times. Und während all dieser Schritte in der ägyptischen Revolution, in denen haben die professionellen Politiker, die Scharlatane, die normalerweise die Dinge anführen, as they try to accommodate and maneuver in order to get some kind of superficial concessions, haben sie versucht, mit dem Regime einen Kompromiss zu finden und ein Manöver zu machen und oberflächliche Konzessionen zu bekommen, demokratische Reformchen. The masses would push forward. Haben die Massen nach vorne gedrückt. In one movement after another, in one uprising after another. In einer Bewegung nach der anderen, in einem Aufstand nach dem anderen. In Egypt you had 4 uprisings. In Ägypten hat es 4 Aufstände gegeben. They overthrew 3 presidents. Sie haben 3 Präsidenten gestürzt. 4 prime ministers. 4 Premierminister. In 2013 they had 14 million people on the streets. 2013 waren 14 Millionen Menschen auf der Straße. And what more can you expect from the masses? Und was will man in Wirklichkeit noch mehr erwarten von den Massen? In 2013, during the second revolution, you can say. 2013 während der, man könnte sagen, zweiten Revolution in Ägypten.
One of the leaders of the Tamarot movement, the grassroots movement, which was organizing the movement, hat einer dieser Führer des Tamarot, der Tamarot-Bewegung, dieser Graswurzelbewegung, die den Aufstand organisiert hat, he made an interview with The Guardian in which he said hat er ein Interview mit dem Guardian gegeben. that they didn't really trust the army Hat er gesagt, ja, sie haben der Armee nicht wirklich vertraut, because it's been attacking them for 2.5 years. weil sie seit 2,5 Jahren auf sie losgegangen ist. But they knew that if the army refused to overthrow Morsi, they had contacts within the army of officers who would finish the work for them, finish the job for them. Aber sie haben gesagt, sie haben gewusst, falls die Armee als Ganzes nicht Morsi, den Präsidenten von der Muslimbruderschaft, gestürzt hätte, dann hätten sie Kontakte innerhalb der Armee gehabt, Offiziere, die es für sie getan hätten. So it's clear that if the army had moved against the revolution, it would have cut on class lines. Das heißt, im Klartext, wenn die Armee offen gegen die Revolution aufgetreten wäre, wäre damit die Armee an Klassenlinien gespalten worden. And you would have a general staff with no army, basically. Und man hätte in Wirklichkeit einen Generalstab ohne Armee gehabt. And there's been traditions for that in Egypt over many, many years. Und es gibt dafür Traditionen in Ägypten seit vielen, vielen Jahren. Nevertheless, the leadership, knowing what this army basically, the character of this army, handed power back to this, can we say, an other faction of the ruling class. Und obwohl die Führung von Tamarot den Charakter der Armee ja verstanden hat, wie dieses Interview zeigt, haben sie trotzdem die Macht zurück an diese, man könnte sagen, den anderen Flügel der herrschenden Klasse zurückgegeben. And not only that, they also gave revolutionary authority to these people. Und nicht nur das, sie haben auch noch damit revolutionäre Autorität in den Augen der Massen mitgegeben. That Al-Sisi, the new president, Sisi, der neue Präsident, used again to attack the Muslim Brotherhood and basically divert the revolution. Sisi hat das eben hergenommen, um die Muslimbruderschaft zu attackieren und letztendlich die Revolution in sichere Bahnen zu lenken. So this was not the problem of the mistake of the masses. Man sieht, das war nicht das Problem eines Fehlers der Massen. It was a problem of the leadership. Es war ein Fehler der Führung. Who not only had no idea what the problem was, die nicht nur nicht wussten, was das Problem war, which was Egyptian capitalism, nämlich der ägyptische Kapitalismus. They had no plan of what to replace the Morsi regime with. Sie hatten keine Ahnung, womit sie dieses Morsi-Regime ersetzen sollten. And that happened over and over again in Egypt and in other countries. Und das war das, was wieder und wieder passierte in Ägypten und jedem anderen Land. Now people can't be on the streets forever. Die Menschen können nicht für immer auf die Straßen gehen. And there is a certain tiredness in Egypt today. Und es gibt heute in Ägypten eine gewisse Müdigkeit. There's disillusionment, there's an ebb because people don't see a perspective with doing the same thing one more time and thinking you're going to get another result. Es gibt eine gewisse Desillusionierung. Die Leute denken sich, ja, wir sollten nicht einfach nochmal dasselbe machen und kriegen wieder dasselbe Ergebnis, wo sich nichts ändert. And at the same time, the advanced layers of the movement, the youth especially, aber zur selben Zeit sind die fortgeschritteneren Teile der Bewegung, die Jugend vor allem, by swinging back and again supporting now the democratic rights of the Muslim Brotherhood, schwingen auf die andere Seite und kampanisieren für die demokratischen Rechte der Muslimbruderschaft. So basically swinging between these two reactionary sides of the ruling class. Das heißt, in Wirklichkeit schwingen sie hin und her zwischen den zwei reaktionären Flügeln der herrschenden Klasse, Armee und Muslimbruderschaft. Giving Al-Sisi basically a reason to oppress them, exposing themselves for oppression. Und öffnen sich damit in Wirklichkeit der Unterdrückung durch Al-Sisi und der Regierung. So therefore, the situation is in an ebb. And I would also say that another element of this ebb is the situation in Libya and Syria. Das ist die Situation, in der wir sind, ist eine Ebbe. Und ein wichtiger Punkt dafür ist auch die Situation in Syrien und Libyen. Which is holding many people back from moving. Was viele Menschen davon abhält, sich zu bewegen. And this is also one of the reasons why the imperialists actually intervened in those countries. Und das letztendlich ist auch ein Grund dafür, warum die Imperialisten auch in diesen Ländern interveniert haben. I'll get to that a bit later, but the point is that in the situation of ebb, of course, reaction can have more room for maneuvering.
Ich werde darauf nachher noch zurückkommen, aber man sieht, in einer Situation der Ebbe, der Bewegung, hat natürlich die Reaktion mehr Raum, sich zu bewegen. And that's one of the fundamental problems in the Middle East today. Das ist eines der fundamentalen Probleme im Nahen Osten heute. Now the other situation, another element is we can start with the situation in Iraq. Ein anderes Element ist, wir können damit mit der Situation im Irak anfangen. You see, the US intervention in Iraq completely changed the equilibrium of the whole region. Die US-Intervention im Irak 2003 hat komplett das ganze Gleichgewicht der Region geändert. The US occupation killed, a conservative estimate is 1.3 million Iraqis. Die US-Besatzung hat nach einer konservativen Schätzung 1,3 Millionen Opfer bei den Irakis gefordert. Which is far more than ISIS and Al-Qaeda and all these probably would kill put together. Das, was viel mehr ist, als diese ganzen Gruppen wie ISIS und Al-Qaida zusammen umgebracht haben. It doesn't mean that it's that they're better, but it's just to show that the barbarism of imperialism. Das heißt natürlich nicht, dass diese besser sind, aber es zeigt, wie barbarisch der Imperialismus vorgeht. The social situation the US left in Iraq was extreme desperation, you could say. Die soziale Situation, die die Besatzung hinterlassen hat, war, man könnte sagen, extreme, Yeah, it was desperate. The situation was desperate. Verzweiflung, sorry. The unemployment levels were between 40 and 60%. Es gibt eine Arbeitslosenquote von zwischen 40 und 60%. There's lack of housing, lack of electricity, lack of water. Es gibt viel zu wenige Wohnungen, es gibt keine Elektrizität, Wasser. 22% of Iraqi children's growth has been stunted 22% because of malnutrition. 20% der irakischen Kinder haben Wachstumsstörungen, weil sie unterernährt sind. There is a complete lumpenization of a whole layer of Iraqi society. Es gibt eine komplette Lumpenisierung, Verlumpung, Pauperisierung Yeah. einer ganzen Schicht der irakischen Gesellschaft. Of a whole layer of people, which is actually similar to the rest of the Middle East, but on even a higher level. Whole layer of young people have nothing to do and no future, no productive activity. Was nicht viel anders ist als in den anderen Ländern der Region, aber auf einem viel höheren Level. Eine ganze Schicht von jungen Leuten hat nichts zu tun, keine Perspektiven, keine produktive Aufgabe. There's also a layer of these that ISIS gets the support from. Eine Schicht von diesen Leuten aus denen holt sich ISIS auch ihre Unterstützung. But what the US occupation also did was to completely destroy the Iraqi state. Aber das Zweite, was die US-Besatzung auch fertiggebracht hat, war die komplette Zerstörung des irakischen Staats. And the building of a new one based on sectarianism. Und der Aufbau von einer neuen, aufgebaut auf religiöser Spaltung. So sectarianism, which was really not a mass phenomenon in Iraq, suddenly became everyday living. Und das heißt, seitdem religiöse Spaltung, was davor in der irakischen Gesellschaft kein Massenphänomen war, ist auf einmal ein zentraler Punkt des tagtäglichen Lebens geworden. And they used it, the sectarian violence to combat revolutionary and mass movements in every single part of Iraq. Sie haben diese religiösen Spannungen ausgenutzt, um damit revolutionäre Bewegungen zu bekämpfen in jedem einzelnen Teil von Irak. Especially in the Sunni areas where they let loose these barbaric Shia militias. Besonders in den sunnitischen Gebieten, wo die Amerikaner die barbarischen schiitischen Milizen losgelassen haben. And that also created a basis for the revival or for the building of these Sunni sectarian elements. Und das hat auch die Basis dafür gelegt, dass die sunnitischen Extremisten wie ISIS, Al-Qaida irgendwie einen Fuß fassen konnten. Mission accomplished, as George Bush said. Also, wie der George Bush schon gesagt hat, Mission accomplished. Iraq is a failed state. Der Irak ist ein failed state. The Iraqi army is useless. Die irakische Armee ist total nutzlos. Its soldiers are hungry, underpaid.
Die Soldaten sind hungrig, haben viel zu wenig Lohn. Is riven with corruption. Es ist eine extrem korrupte Armee. And they have nothing to defend. Und sie verteidigen auch nichts, haben auch nichts, das sie verteidigen würden. They can't defend the corrupt politicians in Baghdad. Sie können natürlich nicht die korrupten Politiker in Bagdad verteidigen. And they have nothing to fight for as an army. Und als Armee haben sie nichts, wofür sie kämpfen würden. Which is also why that the 30,000 men strong garrison in the city of Mosul fell by 800 attacking ISIS soldiers. Das ist auch der Grund dafür, warum die 30.000 Mann starke Garnison in Mosul im Nordirak vor 800 ISIS-Kämpfern kapituliert hat. Now, what this also meant, which is even more important for the general picture, was auch noch wichtig ist für ein generelleres Bild der Situation, is that the only force which could stabilize Iraq and fight Islamic fundamentalism, basically, und dass nämlich die einzige Kraft in der Region, die den Irak stabilisieren kann und den islamistischen Fundamentalismus bekämpfen kann, were the Iranians and the Shia militias. waren die Iraner und die schiitischen Milizen. And the US imperialism had to lean on these in order to stabilize Iraq. Und das führte dazu, dass die US-Amerikaner sich auf diese Kräfte stützen mussten, um den Irak zu stabilisieren. You see, after the collapse of the USSR, there was this idea that the US, the sole superpower of the world, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es diese Idee, dass die USA jetzt die einzige Supermacht der Welt sind could do whatever it wanted. und dass sie tun könnten, was immer sie wollen. Go into Afghanistan, go into Iraq. Und sie gehen nach Afghanistan, marschieren im Irak ein. And in fact, the US ruling class became overconfident. Und in Wirklichkeit ist die herrschende Klasse der USA überheblich geworden. Ja. And the fact is that they lost those two wars. Und in Wirklichkeit haben sie diese beiden Kriege verloren. It was not only a major blow economically. Es war nicht nur ein schwerer Schlag von wirtschaftlicher Sicht aus gesehen, ein riesiger Schlag. It was militarily a huge blow to the US Army and the morale of the army. Es war militärisch ein schwerer Schlag für die US-Armee, für die Moral der US-Armee. But also a political blow to the ruling class with the rising opposition against the war. Aber auch ein politischer Schlag gegen die herrschende Klasse mit dem steigenden Widerstand gegen den Krieg. And also rising social opposition to the effects, you can say, of the debt which been built up partially because of the war. Und auch ein steigender sozialer Widerstand gegen die Maßnahmen, die zu einem Teil eben aus den Schulden des Krieges die Kürzungen entstanden sind. As well as the debt which was incurred because of the crisis of US capitalism when they bailed out all the banks and so on in 2008. Zusammen natürlich mit den Schulden, die durch die Krise des amerikanischen Kapitalismus aufgebaut wurden, indem sie die Banken gerettet haben und so weiter. And all of these things also resulting in a political crisis, a deep political crisis inside the US ruling class, with the Republicans and Democrats fiercely fighting each other, especially around foreign policy issues. Und das alles führte auch zu einer tiefen politischen Krise in den USA, wo die Republikaner und die Demokraten, die sich sonst relativ einig waren, auf einmal scharfe Kämpfe, vor allem auf dem Gebiet der Außenpolitik, gegeneinander geführt haben. All of these things meant that US imperialism has become incapable, at least as before, to intervene militarily in other countries. Und all das zusammen hat dazu geführt, dass der US-Imperialismus letztendlich unfähig dazu ist, mittlerweile in anderen Ländern militärisch zu They intervenieren. tried to intervene in Syria a few years ago, Sie haben versucht, vor ein paar Jahren in Syrien zu and they were intervenieren. humiliated and they had to withdraw. Und sie sind blamiert worden und haben sich zurückziehen müssen. And because of this, they have to rely on other forces that they find on the ground. Und genau deswegen müssen sie sich auf andere Kräfte stützen, die sie quasi im Land selber auf dem Boden des Landes finden. And this is basically the beginning of the decline of US imperialism. Was wir sehen, ist also in Wirklichkeit der Anfang des Niedergangs des US-Imperialismus. And this means that this leads to increased instability, basically. Und das führt zu einer erhöhten Instabilität.
In the Middle East, it also means that because it's forced to rely on Iranian aligned troops and forces. Im Nahen Osten heißt das auch, weil sich die US-Interessen auf iranisch beeinflusste Truppen und Kräfte stützen müssen. It's seen the beginning of a deep crisis with its traditional allies, Turkey, Saudi Arabia and Israel. Gibt es die Anfänge einer schweren Krise mit den traditionellen Verbündeten der USA, nämlich Saudi-Arabien, Türkei und Israel in der Region. In fact, these forces, these countries are the main forces behind Al-Qaeda, ISIS and this Islamic fundamentalist forces. In Wirklichkeit sind diese Länder die treibenden Kräfte hinter Al-Qaida, ISIS und diesen anderen islamistischen Kräften. While the US is having to de facto ally itself with the opposition, so the Iranians and the Syrians, to fight against these forces. Und die USA wird quasi in eine Allianz getrieben mit denen, die dagegen kämpfen, die Iraner und die Syrer. Yeah. So, and as I said before, this causing instability. But das führt zu weiterer Instabilität. Now, if we go to Syria, wenn man sich Syrien genauer anschaut, the Syrian revolution was the weakest link of the Arab revolution. Die syrische Revolution war das schwächste Glied der arabischen Revolution. And probably, if left to itself, it would have taken a few years before it could develop. Und wenn sie auf sich selbst gestellt gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich noch ein paar Jahre gebraucht, bis sie ausgebrochen wäre. If it hadn't been, if there wasn't the impulse of the wider region, the revolutions in the wider region. Wenn es nicht den Impuls der Bewegungen, der Revolutionen in der ganzen Region gegeben hätte. And the reason for this was that during the 60s, because of a series of coups in Syria, the Syrian regime basically expropriated the capitalist class, overthrew capitalism. Und warum war das so? Weil während den 60er Jahren hat es eine Reihe von Militärputsches gegeben und in diesem Prozess ist letztendlich die kapitalistische Klasse enteignet worden. And installed basically a system based on a planned economy. Und es wurde vom Militär von oben eingesetzt ein System der Planwirtschaft. Yeah, so as a deformed worker state. Also quasi ein deformierter Arbeiterstaat. And this also meant that things such as unemployment and extreme poverty was not really present in most of Syria. Und das führte auch dazu, dass so Dinge wie Arbeitslosigkeit oder extreme Armut nicht wirklich in Syrien anzutreffen At least compared to the rest of the region. Zumindest im Vergleich mit dem Rest der Region. They had a very high cultural level, free education, free healthcare. Es gab ein sehr hohes kulturelles Level. Freie Bildung, freies Gesundheitssystem. So when the Syrian revolution started, they took the same method as the Egyptian and the Tunisian one. Also wo die syrische Revolution begonnen hat, haben sie einfach die Revolutionäre dieselbe Methode hergenommen wie in Tunesien. Let's go to a square. Let's call it a day of anger or a day of rage or a day of something else and just call for democracy. Nämlich, wir gehen auf einen öffentlichen Platz, wir nennen das Ganze einen Tag der Wut, Tag des Zornes oder Tag von irgend sonst was und rufen auf zu mehr Demokratie. But the point was that didn't have the same effect inside Syria. Aber der Punkt ist, dass dieser Aufruf nicht denselben Effekt hatte in Syrien selbst. Because the regime had a certain base. Weil das Regime sich noch eine gewisse Basis bewahrt hatte. And many Syrian workers, although they didn't like Assad in particular. Und viele syrische Arbeiter, obwohl sie Assad nicht wollten oder hassten in Wirklichkeit. But a vague call for democracy wasn't really appealing to them. Aber ein vager Aufruf für mehr Demokratie war nicht wirklich ansprechend für sie. Because they knew democracy as what the US did in Iraq. Weil sie die Demokratie als das kannten, was die USA im Nachbarland im Irak angerichtet Or at hat. best what was in Turkey. Oder was in Türkei passiert. That wasn't really that appealing to them. Aber das war nicht wirklich, es hatte keine Anziehungskraft. And what would have mobilized them was a social revolutionary program. Was sie wirklich mobilisieren hätte können, wäre ein sozialrevolutionäres Programm gewesen. Instead, the program that the revolution presented was of liberalization, privatization, which is basically an acceleration of the road that Assad was already taking.
In Wirklichkeit hat die Revolution aber ein Programm präsentiert der Liberalisierung, der Privatisierungen und so, was in Wirklichkeit eine Beschleunigung des Prozesses ist, auf dem sich das Assad-Regime schon lange befunden hat. Then you had the situation developing in Libya, Dann gab es die Situation in Libyen, where the foreign intervention overthrew Gaddafi quite swiftly. wo die Intervention aus dem Ausland, die militärische Intervention Gaddafi ziemlich schnell gestürzt hatte. And the Syrians thought, well, maybe that's what we need here. Und die Syrer haben sich gedacht, vielleicht ist es das, was wir hier brauchen. So again, you had a situation where the program that the revolutionary Syrians put forward repelled the working class. Und wieder in dieser Situation, also Aufruf für eine ausländische Intervention, hat sich die Revolution ein Programm gegeben, das die Arbeiterklasse abgestoßen hat. Because they know exactly what foreign intervention means. Weil sie genau wissen, was eine ausländische Intervention bedeutet. As they could see in Iraq. Was sie im Irak sehen konnten. So, but because of this, the revolution having the political road blocked moved more and more in a military direction. Wegen dieser Isolierung und quasi der Blockade auf dem politischen Weg, dem Kampf, der politische Kampf, konnten sie keinen Fortschritt mehr machen, ist die Revolution immer mehr in eine militärische Richtung gerückt. And the point is that if you have a revolutionary war, basically, a revolutionary civil war, it's not impossible to win it. Der Punkt ist, wenn man so einen revolutionären Bürgerkrieg hat, es ist nicht unmöglich, so einen zu gewinnen. The Russian Revolution, in fact, ended in quite a long civil war, which the Russians won. The Bolsheviks won. Die russische Revolution zum Beispiel endete in einem ziemlich langen Bürgerkrieg, den die Bolschewiki gewonnen hatten. But the point is that the revolution will always be inferior to the state apparatus when it comes to military means. Purely military Aber der means. Punkt ist, wenn es um rein militärische Mittel geht, wird eine Revolution immer einem Staatsapparat unterlegen sein. The state will always have a chief of staff, much better arms, much better weaponry, intelligence agencies, a chain of command. Der Staat wird immer einen Oberbefehlshaber haben, viel bessere Waffen, viel bessere Ausrüstung, eine funktionierende Kommandokette. Compared to the revolution, which will always mostly have light arms at best. Im Vergleich zu einer Revolution, die vielleicht im besten Fall höchstens leichte Waffen hätte. So the point is that in a revolutionary civil war, the most important thing is the program. Das heißt, in einem revolutionären Bürgerkrieg ist auch das Programm der Revolution das Wichtigste. To win over the working class, um die Arbeiterklasse zu gewinnen. which they hadn't succeeded to begin with. Womit sie keinen Erfolg hatten in Syrien. But the more that they moved into this direction of an armed struggle, the more also they came under the influence of people who could fund the armed struggle. Aber je mehr es in Richtung bewaffneter Kampf ging, desto mehr kam die Revolution auch unter den Einfluss von Leuten, die so einen bewaffneten Kampf finanzieren konnten. And in fact, this sectarian degeneration was started because of that. Und letztendlich fing die religiöse Spaltung und Degeneration der Revolution damit an. Because of the forces such as Turkey and Saudi Arabia intervening to push the revolution in that direction. Weil damit die Möglichkeit für Saudi-Arabien und die Türkei gegeben wurde, dass sie intervenierten mit Geld, Waffen und die Revolution in diese Richtung And this was something that they could completely cooperate around with the Assad regime. Und damit waren sie sich letztendlich einig mit dem Assad-Regime. Because the more sectarian the movement became, he also became strengthened more. Weil je sektiererischer, je spalterischer diese Bewegung wurde, desto mehr wurde auch Assad wieder gestärkt. So because of because of the mistakes of the leadership, because it did not produce a revolutionary program, wegen der Fehler der Führung, weil sie kein revolutionäres Programm vorlegte, and because of then it could not attract the working class basically into the movement. Und deswegen die Arbeiterklasse nicht in die Bewegung mit einbeziehen konnte. As a matter of fact, I don't think there was a single strike during the Syrian revolution. Soweit ich mir bewusst bin, gab es nicht einen einzigen Streik während der syrischen Revolution. Which is the main difference between Syria and Egypt. Was der Hauptunterschied zwischen Ägypten und Syrien ist.
But because of that, it opened up room for counter-revolution to maneuver. Und damit wurde der Konterrevolution Raum gegeben, um zu manövrieren. And to hijack the movement, Und basically. in Wirklichkeit die Bewegung zu kapern. And push it, zu übernehmen. push it towards sectarianism. Und aufgrund religiöser Spaltung in diese Richtung sie zu drängen. Yes. And you see, back then, I remember, if you look at TV Western media, Damals, wenn man sich erinnert, wenn man das Fernsehen bei uns eingeschaltet hat, it was all freedom fighters and revolutionaries. waren das alles Freiheitskämpfer, Revolutionäre. This was after the revolution had been hijacked. Nachdem natürlich die Revolution gekapert worden ist schon. Now that was as long as they were decapitating people inside Syria. Das war so lang, wie sie die Leute nur in Syrien selbst enthauptet haben. But once the movement radicalized to a certain level, it gained a life of its own. Aber nachdem es so eine reaktionäre Radikalisierung letztendlich gab, hat diese Bewegung auch ein Eigenleben bekommen. And a group like ISIS is a natural consequence of that. Und eine Gruppe wie ISIS ist ein natürliches Ergebnis von so einem Prozess. Syria was becoming a focal point of a regional imperialist struggle. Syrien wurde zu einer Art Fokuspunkt von einem imperialistischen Konflikt in der Region. The US allies thought that this would be a quick victory. Die USA und die Alliierten der USA dachten, das wird ein schneller Sieg gegen Assad. But what they didn't think of was that Assad was becoming strengthened by this process. Aber sie hat nicht mit einbezogen, dass Assad eben genauso gestärkt wurde durch diesen Prozess der Degenerierung. And you had a prolonged stalemate developing. Und es wurde aus diesem Bürgerkrieg eine Pattsituation. And then you had the spread of ISIS into Iraq as well. Und dann gab es natürlich auch die Ausbreitung von ISIS auch in den Irak. Which, as I explained before, meant that the US needed to lean on the Iranian-supported forces to attack it. Was dazu führte, dass die USA sich auf den Iran stützen musste, um zurückzuschlagen gegen ISIS. Because suddenly it was becoming a destabilizing threat to US interests. Weil es auf einmal mit der Intervention von ISIS im Irak auf einmal ein Problem für die Interessen der USA selbst wurde. But the point is that the allies of the US, such as Turkey and especially Saudi Arabia, aber der Punkt ist, dass Alliierte der USA, Türkei, aber vor allem auch Saudi-Arabien, would pump billions of dollars into this movement. Die Milliarden Dollar in diese Bewegung gesteckt hatten. Not only would they not give up their investments, würden sie natürlich nicht ihre Investitionen einfach so aufgeben, but they would also not support anything which strengthened their regional enemy, which was Iran. Sondern sie würden natürlich auch nie etwas unterstützen, das ihren regionalen Konkurrenten, den Iran, stärken würde. So you had the beginnings of a divergence developing between the interest of the US, which was to stabilize the region, and the interest of its allies, which were basically adding to the instability. So, also hat ein Prozess angefangen, wo es ein Auseinanderklaffen zwischen den Interessen der USA und seiner sogenannten Alliierten gab. Die USA wollen die Region stabilisieren und die Alliierten wollen in Wirklichkeit weiter Öl ins Feuer gießen. And in fact, already about a year ago, the US started. You could see that the US ruling class was slightly more in favor of Assad even staying inside Syria. Und sogar schon vor einem Jahr sah man, dass die herrschende Klasse der USA in die Richtung ging, wieder eher, dass Assad an der Macht bleiben sollte in Syrien. Because the problem was that if Assad fell, Syria would definitely become a failed state, just like Iraq. Weil das Problem war, sobald Assad gestürzt werden würde, würde Syrien auf jeden Fall ein Failed State werden wie der Irak. It would be a source of instability for years to come. Es wäre eine weitere Quelle der Instabilität für die nächsten Jahre. And seeing the experience in Iraq, they would not want to continue that. Und nachdem sie das im Irak selber gesehen hatten, wollten sie das nicht nochmal erleben. But as I said, this was alienating the traditional allies of
of the US. Aber das war eben gegen die Interessen der traditionellen Verbündeten der USA. Now, in this situation, you have the intervention of Russia. In dieser Situation hat dann Russland interveniert. Because although Assad was strengthened politically, the Assad regime was very, very rotten. Denn obwohl Assad politisch gestärkt aus dieser Situation hervorging, war das gesamte Regime extrem verrottet. His officers, his general, the whole army was rotten from top to bottom. Seine Offiziere, seine Generale, die ganze Armee war von oben nach unten durch verrottet. It was riven with corruption, demoralization. Extrem korrupt, extrem demoralisiert. And incompetent officers, really. Und extrem inkompetente Offiziere. And the regime was collapsing. Und das Regime war in Wirklichkeit dabei zusammenzubrechen. So Russia stepping in was, in a sense, a way of saving an ally of Russia. Dass Russland interveniert hatte, war letztendlich sowas wie, dass Russland sich einen Alliierten bewahrt hatte. But also to rebuild a power base within the Middle East. Aber auch war es eine Möglichkeit für Russland, eine Machtbasis im Nahen Osten aufzubauen. As well as internationally. Und auch international. To become relevant again in world politics. Um in der Weltpolitik wieder relevant zu werden. Yes. Now, the US, Obama and Kerry have been out saying, yes, but Russia is not fighting ISIS. Die USA, John Kerry und Obama und so weiter haben alle gesagt, ja, aber Russland kämpft ja nicht wirklich gegen ISIS. And there is a truth to it. Und es ist ein Teil, in Wirklichkeit gibt es einen Teil der Wahrheit dabei. Russia is fighting Al-Qaeda forces, which are not much different than ISIS. Russland kämpft hauptsächlich gegen Al-Qaida-Kräfte, die jetzt nicht wirklich viel Unterschied zu ISIS haben. But the fact is also that the West was not fighting ISIS either. Aber der Punkt dabei ist, dass in Wirklichkeit auch der Westen nicht wirklich gegen ISIS gekämpft hat. The so-called moderate rebels, die sogenannten moderaten Rebellen, which do not exist anywhere, die nirgends mehr existieren. I mean, you have to just ask moderate in relation to what? Man muss einfach nur fragen, moderat in Bezug auf was? Moderate in relation to ISIS. I think anyone would be that. Any mass murderer would be relatively moderat in Bezug auf ISIS, ja, da wäre jeder moderat. Yeah. But the fact is that they're not even that. Aber in Wirklichkeit sind sie nicht mal das moderat. Many of them are in fact quite sympathetic to ISIS. Es gibt in Wirklichkeit viele davon, die mit ISIS sympathisieren. But the point is that they have no common battlefronts with ISIS. Aber der Punkt ist, es gibt keine Kampffronten gegen ISIS. And the few ones they have, they've been quite stagnant throughout the Civil War. Und die paar Fronten, die es gibt, die waren im ganzen Bürgerkrieg ziemlich stagnierend. Da hat nicht viel Kampf stattgefunden. After an initial period. Nach einer gewissen Periode am Anfang. And the US intervention, the coalition against ISIS that Obama calls it. Und die US-Intervention, die Koalition gegen ISIS, wie Obama sie nennt, was not really attacking ISIS. Hat nicht wirklich ISIS angegriffen. If you look at the places they bombed, it was mostly around the cities. Die Angriffe haben sie hauptsächlich rund um die Städte geflogen. I think you can read the reports. There's a website, an official website. You can read what they bombed. Es gibt so eine offizielle Webseite der US-Armee, wo man lesen kann, was sie bombardiert haben. And many days is like a digger, a tractor. You know, that's what they've been bombing. Und viele Tage geht es so, ja, ein Bagger, ein Traktor und so weiter. Many days, in fact, there's been many days where the Russians have bombed more targets than the US coalition has done in a whole month. Es gab sogar viele Tage, wo die Russen mehr Ziele an einem Tag bombardiert hatten als die Amerikaner in einem ganzen Monat. And in fact, for the past 6 months, the Arab allies who are part of this coalition has not made any attacks in Syria or Iraq. Und wenn man sich anschaut, in den letzten 6 Monaten haben die arabischen Alliierten der USA gegen ISIS keine einzige Attacke gestartet. The Turkish government has been bombing the Kurds. Die türkische Armee hat die Kurden bombardiert. The Saudis and the rest have been bombing Yemenis. Die Saudis haben den Jemen bombardiert.
But no one has bombed ISIS. Aber niemand hat wirklich ISIS bombardiert. So you can think what you want about the Russian intervention. Man kann denken, was man will über die russische Intervention. It's clearly an imperialist intervention on Russia's behalf. Es ist klar eine imperialistische Intervention von Russland. Die haben genauso imperialistische Ziele. It's not to save the Syrian people. Es ist natürlich nicht daraus entstanden, dass das syrische Volk gerettet werden soll. But the crimes of the West still supersede the Russian ones. Yeah. Aber bisher noch sind die kriminellen Aktivitäten vom Westen immer noch schärfer als die von Russland in der Region. The mess we see in the Middle East today is a direct consequence of the imperialist aggressions of US imperialism. Das Chaos, das wir jetzt im Nahen Osten sehen, ist das direkte Resultat der Intervention des amerikanischen Imperialismus in der Region. Of the reactionary policies of supporting the most backward elements in order to crush the revolutionary movement. Und seiner Politik, nämlich die rückständigsten Kräfte zu unterstützen, um die Revolution auszutreten, sozusagen. And in order to serve their own narrow interests. Und ihre eigenen engen Interessen durchzusetzen. Now, see, the allies of the US, especially the Turks and the Saudis, are very dissatisfied with the Russian intervention. Die Alliierten der USA, vor allem die Saudis und die Türkei, sind sehr unzufrieden mit der russischen Intervention. They're asking the US to help the so-called moderate rebels. Sie rufen immer wieder die USA dazu auf, den sogenannten moderaten Rebellen zu helfen. But the point is that the US does not have an interest in doing that. Aber der Punkt ist, dass die USA kein Interesse daran haben, das zu tun. At this stage, the US actually is willing, more than willing, to let the Assad regime stay. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die USA mehr als gewillt, das Assad-Regime am Leben zu halten. So in that sense, the Russians stepping in was a helping hand to the US. In diesem Sinne war die Intervention von Russland in gewisser Weise eine Hilfe für die US-Amerikaner. It made it easier for them to make the choice. Es war für sie leichter, sich zu entscheiden, sozusagen. And seeing Assad advancing and the Assad loyalist forces advancing. Und jetzt, wo Assad wieder auf dem Vormarsch ist, wo die Regimekräfte auf dem Vormarsch sind, the US started there was a race for land grabs, for grabbing as much territory as possible. Hat sowas wie ein Rennen um Landgewinn angefangen und die USA hat da interveniert. Which means that the US is trying to find anyone possible to advance its interests. Und die USA halten Ausschau nach jedem, der ihre Interessen durchsetzen könnte in der Region. And ironically, the most efficient people to do that at this stage. Und ironischerweise die effektivsten Kämpfer zu diesem Zeitpunkt has been Kurdish forces. Sind kurdische Kräfte. YPG forces. Die YPG. And of course, this has widened even more the divisions that the US had with its allies, especially with Turkey. Und das hat natürlich die Widersprüche mit der Türkei und den USA noch mal extrem zugespitzt. Who sees Kurdish independence as an existential threat. Die türkische herrschende Klasse sieht die kurdische Unabhängigkeit als existenzielle Gefahr. So you have the ironic situation that a US proxy is having a low-intensity war with a Turkish and Saudi proxy. Das führt dazu, dass eine US-unterstützte Gruppe einen Kleinkrieg führt mit Gruppen, die von Saudi-Arabien und der Türkei unterstützt werden. Now, the situation in the Kurdish part of Syria, or Syrian Kurdistan, or Rojava, whatever name you want to give it. Die Situation im kurdischen Teil von Syrien in Rojava. Now, for years the Kurds were an oppressed minority in Syria. Jahrelang waren die Kurden eine extrem unterdrückte Minderheit in Syrien. But after the beginning of the revolution, Assad had to pull out many resources from that area. Aber nach dem Beginn der Revolution musste Assad viele Ressourcen aus dieser Region zurückziehen. He couldn't fight on all fronts at the same time. Er konnte nicht auf allen Fronten gleichzeitig kämpfen. And the Kurdish organizations, the PYD and YPG and
many other acronyms, filled in that void. Und die kurdischen Organisationen, die PYD, die JPG und so weiter, haben dieses Vakuum gefüllt. So this is the traditional organization of the Kurds. Die traditionelle Organisation der Kurden. And they come from a very leftist tradition. Und sie kommen aus einer sehr linken Tradition. Now, these forces have been the most effective forces against ISIS anywhere in the Middle East. Diese Kräfte sind die effektivsten Kämpfer gegen ISIS im gesamten Nahen Osten. And the main reason is this. Und der Hauptgrund ist folgender. They base themselves on highly democratic structures. Sie basieren auf sehr demokratischen Strukturen. These communes. Es gibt diese Kommunen. They're completely non-sectarian. Sie sind absolut nicht religiös spalterisch, sektiererisch. In fact, they fight against sectarianism. Sie kämpfen aktiv dagegen. And they have a people's army, most importantly. Und es gibt eine Volksarmee, was das Wichtigste ist. So it's basically people fighting for their own homes, for their own homeland. Die Leute kämpfen letztendlich für ihre eigene Heimat, für ihre eigenen Häuser. And defending the democratic rights of all peoples. Und verteidigen die demokratischen Rechte aller. And this means that even though they have much worse arms and military equipment. Und das bedeutet, dass obwohl sie viel schlechtere Ausrüstung und Waffen haben, they're the most efficient force on the ground. Sind sie die effektivste Kraft dort. I would say if the Assad army didn't have an air force, they would probably be the strongest force in Syria. Ich würde sagen, wenn die Assad-Armee keine Luftwaffe hätte, wäre wahrscheinlich die JPG die stärkste Kraft in Syrien. They have 80,000 men, which I think is a bit less than the Assad army. Es gibt 80.000 Soldaten, das ist ein bisschen weniger als die Assad-Armee. And they've set up what they call the Syrian Democratic Forces. Und sie haben diese syrischen demokratischen Kräfte gegründet. And the Syrian Democratic Congress. Und den syrischen demokratischen Kongress. Which is a de facto Kurdish state, you can say, or a independent state in the Kurdish areas. Was ein de facto unabhängiger Staat in den kurdischen Gebieten ist. With the centralized army, armed forces, police, all the things that a state needs. Mit einem zentralisierten Staat, Armee, Polizei, alles was ein Staat hat. Now they've emerged as the most important ally of the US today. Sie sind der wichtigste Alliierte der USA geworden. Also because that ideologically they actually fit quite well into US thinking. Weil sie auch ideologisch relativ gut in dieses amerikanische Denken reinpassen. I'll explain why. Ich erkläre warum. Because of the idea of autonomy. Wegen der Idee der Autonomie. Of autonomous, cities and towns and regions. Wegen autonomen Städten, Regionen und so weiter. While keeping an officially united state structure. Während man gleichzeitig eine offiziell vereinigte Staatsstruktur behält. Is something that the US is pushing very much for Syria. Das ist etwas, was die USA sehr in Syrien vorantreiben. So as to weaken the country by having local warlords and all kinds of gangs and riffraff basically controlling their own turfs. Was die USA damit wollen, ist, dass es quasi das Land geschwächt wird, indem es lokale Warlords gibt, die alle ihren eigenen Grund und Bogen kontrollieren. Although it's not come to that yet. Aber so weit ist es noch nicht gekommen. But the point is that the Erdogan regime was extremely alarmed by this. Der Punkt ist, das Erdogan-Regime war extrem alarmiert davon. On the one hand, there's a danger for them of having a Kurdish state basically, Kurdish states encircling them on the southern front. Auf der einen Seite gibt es aus ihrer Sicht das Problem, dass ein quasi kurdischer Staat sie an ihrem südlichen Teil umschließt schon fast. But also because of the effect that it has on the class struggle inside Turkey. Aber vor allem auch deswegen, was diese Entwicklung auf den Klassenkampf innerhalb der Türkei für einen Effekt hat. I'll get to that in a minute, but I would also want to emphasize one thing. Ich werde darauf gleich zurückkommen, aber ich möchte noch ein Ding betonen. You see, small nations have always been small change in the games of empires and imperialist forces. Kleine Nationen waren immer Kleingeld für die großen Spiele der imperialistischen Nationen. In fact, in World War I, after World War I, at the end of it,
In Wirklichkeit nach dem Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg the British promised the Arab world to many people, many armies and many nations. Haben die Briten die arabische Welt an viele verschiedene Leute, Armeen und so weiter versprochen. Trying to find a base to lean on the ground. Um eine Gruppe zu finden, auf die man sich in der Region stützen könnte. In fact, there was supposed to be one Arab nation in the whole Sham region, from Syria to Palestine and the Hijaz, what is Saudi Arabia today? Das Versprechen war, dass es eine große arabische Nation in der gesamten Levante gibt, also Syrien, Libanon, Palästina, Irak und so weiter. But once the war was over, once they'd used up those forces, aber nachdem der Krieg vorbei war, nachdem diese Kräfte quasi ausgenutzt wurden, they set up the mess that you see today, basically, the reactionary artificial divisions of state that you see today. Haben sie diese dieses extreme Verhau angerichtet, das man heute sieht, diese künstlich voneinander getrennten Staaten. So we must warn the Kurdish people. Deswegen müssen wir das kurdische Volk in Syrien warnen. That you can only the only real independence you can get is by fighting a regional struggle on a class basis. Dass der einzige wirkliche Weg auf eine wirkliche Unabhängigkeit ist, einen regionalen Kampf auf einer Klassenbasis zu führen. Now, with the setting up of the Syrian Democratic Forces and the Syrian Democratic Congress, mit diesem Beginn des Aufbaus der syrisch-demokratischen Kräfte und des syrisch-demokratischen Kongresses. You already see that the Kurdish forces are retreating on the question of property rights. Dass die kurdischen Kräfte bei der Frage des Eigentums sich zurückziehen. Of private property and so on is becoming more and more vague. Dass die Frage des Angriffs auf Privateigentum immer vager wird und immer weniger in den Vordergrund Which is clearly something that the Americans have been pushing for. Was sicherlich etwas ist, was die Amerikaner mit Macht durchsetzen wollen. Bourgeois Kurdistan is not necessarily going to be free for all. Ein bürgerliches Kurdistan wäre nichts, was Freiheit für alle bringt. And in any case, it's still going to be enslaved by the banks and the monopolies and international capitalism. Sie wären immer noch versklavt von den Banken und internationalen Monopolen und Kapitalismus. Yes. But of course the effect that the most important effect the Kurdish struggle has been inside Turkey, as I said before. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, der wichtigste Effekt dieser ganzen Bewegung, dieses Kampfes der Kurden in Syrien, war der Effekt innerhalb von der Türkei. Since the AKP came to power in 2002, seit die AKP 2002 an die Macht kam, there's been an economic boom. Gab es einen ökonomischen Aufschwung, einen wirtschaftlichen Aufschwung. Based on the world economic boom, in fact. Der sich letztendlich auf den Boom der Weltwirtschaft stützte. Nevertheless, under the surface there were sharp class differentiation taking place. Aber unter der Oberfläche fanden extreme Polarisierung der Klassen statt. There's extreme inequality in Turkey. Es gibt eine extreme Ungleichheit in der Türkei. The vast majority of the growth has gone to a tiny minority. Der größte Teil des Wachstums ist in die Hände einer kleinen Minderheit gelangt. 10% of the wealth belongs, 77% of the wealth belongs to the 10% richest of the population. 77% des Reichtums gehören 10% der Bevölkerung. And although Turkey is the 16th largest economy of the world, und obwohl die Türkei die 16. größte Wirtschaft der Welt ist, large areas of Turkey live in extreme backwardness and poverty. Leben große Regionen der Türkei in extremer Rückständigkeit und Armut. Not to talk about the slums and the poor living in the cities. Noch gar nicht von den Slums und den armen Gebieten in den Städten zu reden. At the same time, there's been a creeping Islamization of Turkish society. Zur selben Zeit gibt es eine schleichende Islamisierung der türkischen Gesellschaft. Islamist direction of the AKP government. Die islamistische Richtung der AKP-Regierung ist immer stärker geworden. Which is a big issue because Turkey has been a very secular nation since World War I.
Was ein großer Punkt ist, weil die Türkei eine sehr säkuläre Nation seit dem Ersten Weltkrieg war. And at the same time, the Erdogan regime has, how to say, you can say, Ottomanized the foreign policy of Turkey. Und zur selben Zeit hat das Erdogan-Regime die Außenpolitik des Landes osmanisiert, also wie das Osmanische Reich. Erdogan sees himself as the Sultan, the new Sultan basically. Erdogan sieht sich selber quasi als der neue Sultan. He's built this huge palace, which is it 100 or 1,000 times bigger than the White House? Er hat diesen riesen Palast gebaut, der 100 Mal größer ist als das Weiße Haus. And also there is a person of Erdogan who is extremely arrogant, thuggish and backward. Und gleichzeitig auch die Person vom Erdogan, der extrem rückständig und kriminell, and slightly mad, I would say. Und ein bisschen verrückt auch. Now all of these things were and all of these contradictions were covered as long as there was an economic boom. Und all diese Widersprüche sind noch bedeckt gewesen, solange ein wirtschaftlicher Aufschwung as long as there was relative stability in the living standards. Solange es eine relative Stabilität des Lebensstandards gegeben hat. But with the beginning of the crisis, that started to change. Aber mit dem Anfang der Krise hat sich das begonnen zu ändern. And you saw a rising class struggle. Es gibt einen Aufschwung des Klassenkampfes in der Türkei. Which had its first big expression in the Gezi Park movement. Der seinen ersten großen Ausdruck in der Gezi Park Bewegung gefunden hat. With thousands of young people coming to the streets. Wo tausende junge Menschen auf die Straßen gegangen sind. Incidentally, also one of the first times where Kurdish and Turkish workers and youth were on the streets together. Wichtig auch, dass dies einer der ersten Momente war, wo türkische und kurdische Jugendliche und Arbeiter gemeinsam auf den Straßen waren. It was a big shift from previous situation. Was eine große Entwicklung von vorherigen Situationen war. The problem was that there was no leadership for this movement. Aber das Problem war, es gab keine Führung für diese Bewegung. The CHP, which for some layers had been a traditional movement absorbing, a traditional party absorbing these movements and the dissatisfaction of the people. Die CHP, die für eine gewisse Schicht der Bevölkerung immer so eine Partei war, die diese Bewegungen aufgenommen hat und absorbiert hat. Had absolutely nothing to say of real importance. Hatte wirklich nichts zu sagen zu dieser Situation. They complained a bit and Sie haben sich halt ein bisschen aufgeregt. Und although I think the base, the youth base especially, was mobilizing massively. Wobei ich glaube, dass die Jugendbasis vor allem ziemlich massiv mobilisiert But hat. the party in itself did not do anything to channel this movement, this enormous movement. Aber die Partei selber hat nichts getan, um diese Bewegung zu kanalisieren. And that's what opened the door for the rise of the HDP. Und das war das, was das Tor geöffnet hat für den Aufstieg der HDP. Who partially filled this vacuum. Die es geschafft hat, dieses Vakuum teilweise zu füllen. Now, the HDP is a Kurdish-based movement, so it comes from its origins are in the Kurdish movement. Die Ursprünge der HDP liegen in der kurdischen Bewegung. And it was not seen as, by many people in the West, it was not seen as their party. Bei vielen Menschen im Westen der Türkei war es nicht, die sahen diese Partei nicht als ihre Partei an. But I think the big shift came during the struggle in Kobani. Aber ich denke, der große Umschwung dabei fand während dem Kampf um Kobani statt. Where millions of especially radicalized youth, wo Millionen radikalisierte Jugendliche could see the actual, how to say, the actual battlefronts, wo diese radikalisierten Jugendlichen, diese Millionen, die wirklichen Schlachtlinien, die Fronten sehen konnten. With the Erdogan regime supporting ISIS basically. Wo das Erdogan-Regime ISIS unterstützt hat. And the Kurdish movement, which is a part of the same movement as the HDP movement, defending basic democratic rights, basic civilization. Und die kurdische Bewegung, die aus derselben Tradition in Syrien kommt wie die HDP in der Türkei, die
die grundlegenden demokratischen Rechte und die zivilisatorischen Rechte letztendlich verteidigt. And that was a big factor in breaking the barrier between the Kurdish and the Turkish workers and youth. Und das war eine wichtige Situation, wo die Barriere zwischen der türkischen und kurdischen Jugend und Arbeiterklasse letztendlich gebrochen wurden. And the first reflection of this came in the elections last year in June. Und die erste Reflexion davon sah man in den Wahlen im Juni letzten Jahres, With the HDP getting 13%, something no one had expected. wo die HDP 13% erreichte, was niemand für möglich gehalten And hat. inflicted the biggest defeat for the AKP since it came to power. Und der AKP ihre größte Niederlage zufügte, seit sie an die Macht kam. Not in the sense that it was defeated, but its biggest fall in votes. Nicht indem, dass sie Fall in von der support. Macht gestoßen worden wären, aber die Stimmen sind extrem gefallen. Now, the HDP was an extremely important step forward. Die HDP war ein extrem wichtiger Schritt nach vorne. As we had said for many, many years, the only way that the Kurdish movement can advance is by opposing a all-national class-based party. Wie wir gesagt haben, die kurdische Bewegung kann nur Schritte nach vorne machen als eine übernationale, klassenbasierte Bewegung. But it also unified the left, which in Turkey is, cringingly disunited. Aber sie hat es auch geschafft, die Linke in der Türkei zu vereinigen, die in der Türkei halt extrem zersplittert ist. At least were. Oder war. And his radical rhetoric struck a chord with many radicalized young people who were looking for a way out of the situation. Und die radikale Rhetorik der HDP hat einen Nerv getroffen der jungen Leute. Now, because of these elections completely changed the balance of forces within Turkey. Wegen diesen Wahlen, die das Kräfteverhältnis innerhalb der Türkei total auf den Kopf gestellt haben, Erdogan didn't seem all-powerful and omnipotent anymore. War Erdogan auf einmal nicht mehr allmächtig und Like he could be defeated. sondern man sah, dass er besiegt worden konnte. And in fact, if you look at the votes, the majority of the votes were against Erdogan. Und wenn man sich die Stimmen genau anschaut, war die Mehrheit der Stimmen gegen Erdogan. Because the situation is so extremely polarized that anyone who doesn't vote for Erdogan votes against him. Weil die Situation so extrem polarisiert ist, dass jeder, der nicht für Erdogan stimmt, damit gleichzeitig ausdrückt, dass er gegen Erdogan Of course, that vote wasn't united yet, but that was the general general direction of the process. Diese Stimmen waren nicht vereinigt in einer Kraft oder so, aber sie zeigten irgendwie den generellen Prozess an. Which is when the regime began a one-sided civil war against the Kurdish population. Und das führte dazu, dass das Regime letztendlich einen einseitigen Bürgerkrieg gegen die Bevölkerung führte. And the reason is not because Erdogan hates the Kurds in particular, Und das nicht, weil Erdogan besonders die Kurden hasst oder so, but because they were the key to breaking the class struggle in Turkey. sondern weil sie der Schlüssel dazu waren, dieser Kampf dagegen, um den Klassenkampf in der Türkei zu brechen. By breaking the movement on national lines. Und eben Erdogan damit versucht, die Bewegung an nationalen Linien zu spalten. So we had a series of, and in fact I would also say this. Und ich würde auch dazu noch was sagen. Because many people criticize the PKK, saying, "Oh no, but the PKK also killed Turks." Viele Leute haben die PKK kritisiert und ja, die PKK hat auch Türken getötet. But this is a completely one-sided situation. Aber in Wirklichkeit ist das eine völlig einseitige Situation, ein völlig einseitiger Bürgerkrieg. In fact, throughout, even until now, the PKK has been offering peace negotiations. Sogar bis jetzt hat die PKK immer wieder Friedensangebote gemacht. But that does not help Erdogan's agenda. Ja, aber das hilft natürlich nicht Erdogans Plänen und deswegen Who wants to create a sense of constant mobilization. Der im Land einen Sinn der dauernden Mobilisierung, des dauernden Kampfes produzieren will. Constant instability. Der Instabilität produzieren will. Especially to appeal to the conservative middle class layers of, in particular, middle Turkey, the Anatolian Turkey. Um damit vor allem irgendwie die konservativen Mittelschichten in Anatolien an sich zu binden.
mit der Angst vor der Instabilität. And he let loose this terror campaign, Und er hat diese Terrorkampagne gestartet leaning on these Islamist forces. und sich dabei auf diese islamistischen Kräfte gestützt. And in fact, he's even from a bourgeois perspective, he's acting in an irresponsible way. Und sogar aus einer bürgerlichen Perspektive ist er unverantwortlich, wie er In handelt, order to remain in power himself, um persönlich an der Macht zu bleiben. he's preparing the breakup of Turkey not in 2 but 3 parts. Bereitet er ein Aufbrechen der Türkei nicht in 2, sondern in 3 Teile vor. On the one hand, he's polarizing the situation with the Kurdish areas. Auf der einen Seite polarisiert er die Situation mit den kurdischen Gebieten, But he's also had Islamist reactionary forces infiltrate the whole of Middle Turkey. aber er hat auch die islamistischen Kräfte das ganze mittlere Gebiet von der Türkei infiltrieren lassen. To which the people of the West in particular are very hostile. Gegen die Menschen im Westen extrem feindselig gegenüberstehen. But this is all this is not because Erdogan is strong in particular. Aber das passiert alles nicht, weil Erdogan stark It's ist, because of his extreme weaknesses. sondern weil er so extrem schwach ist. And he needs to find new forces to lean on constantly. Er muss dauernd neue Kräfte finden, auf die er sich stützen kann. Yes. 1 second. Eine Sekunde. Now, of course, the Kurdish people have the right to defend themselves, Natürlich hat das kurdische Volk ein Recht, sich selbst zu verteidigen. and we always support that right. Und wir werden dieses Recht immer verteidigen. That there is a complete, the way that this portrayed many times in Western media, as if it's 2 equal forces. Ja, so wie es in den westlichen Medien oft dargestellt wird, ist es, als ob es 2 gleich große Kräfte geben würde. Turkey has the 5th or 6th largest army in the world, Ja, Türkei hat die 5. oder 6. größte Armee der Welt, one of the most expensive and advanced modern ones. eine der teuersten, der fortgeschrittensten, modernsten Armeen. It's far superior to the forces that to the way that the people, Kurdish people defend themselves. Was weit überlegen ist der materiellen Mittel des kurdischen Volkes, das sich verteidigt. But the only way to overcome an enemy like that Aber der einzige Weg, einen solchen Gegner zu besiegen, is not just to defend yourself, ist nicht nur, indem man sich selbst verteidigt, but to prepare and wage a revolutionary warfare sondern einen revolutionären Kampf und Krieg on a vorzubereiten. class basis. Auf einer Klassenebene. You see, the only way you can have independence for a nation for the Kurds Der einzige Weg, wie eine unabhängige kurdische Nation entstehen kann, is to break the whole of Turkey on class lines. ist die Türkei an Klassenlinien zu spalten zwischen If you Arbeiterklasse see, und there is Kapital. even in Syria. If you look at the way that the Kurdish population in Syria took power, Sogar wenn man sich anschaut, wie die kurdische Bevölkerung in Syrien sich die Macht erkämpft it hat, was as a byproduct of the initial revolutionary movement in Syria. war es ein Nebenprodukt des damals noch revolutionären Kampfes in Syrien. In fact, even the way that the Turkish nation gained independence Sogar wie die türkische Nation ihre Unabhängigkeit bekam, was as a byproduct of the Russian Revolution. es war ein Nebenprodukt der russischen Revolution. That it was in that situation where world imperialism was especially British imperialism was retreating, and they couldn't resist. They were too busy to resist Atatürk. Der Imperialismus, vor allem der britische Imperialismus, war auf dem Rückzug und kämpfte gegen die junge Sowjetunion damals und hatte keine Kräfte, sich gegen Atatürk irgendwie zu behaupten. But he was fighting for a bourgeois society. Er kämpfte für eine bürgerliche Gesellschaft. But the only way that the Kurds in the Middle East can gain real independence today is fight for a socialist society. Aber der einzige Weg, wie die Kurden im Nahen Osten heutzutage wirklich Freiheit und Unabhängigkeit bekommen können, ist für eine sozialistische Gesellschaft zu kämpfen. And most importantly, as I said, class struggle in the West. Und was sehr wichtig ist, ist der Klassenkampf im Westen. You see, although there is now a lot of propaganda and there's a media war against the Kurds, Obwohl es jetzt sehr viel Propaganda gibt und so einen Medienkrieg gegen die Kurden, probably people in Europe know more about what's going on
Turkish Kurdistan than most Turks know. Wahrscheinlich wissen die Leute in Westeuropa mehr über das, was im kurdischen Teil der Türkei vorgeht, als die meisten Türken in der Türkei das wissen. But under the surface there is extreme instability and dissatisfaction with the regime. Aber unter der Oberfläche gibt es extreme Instabilität und Unzufriedenheit mit dem Erdogan-Regime. And besides mobilizing, for a general revolutionary war in the east, und neben dem, dass im Osten, in den kurdischen Gebieten für einen generellen revolutionären Aufstand mobilisiert werden sollte, the most important thing is to prepare a movement in the West, unified movement against the regime. Ist die wichtigste Aufgabe eine vereinte Bewegung im Westen des Landes Because at a certain stage that will come back again. Weil an einem gewissen Punkt diese Widersprüche wieder aufbrechen werden. The Erdogan regime is installing a Bonapartist regime. Das Erdogan-Regime installiert ein bonapartistisches Regime. It's a regime in constant crisis. Ein Regime der dauernden Krise. There's the economic crisis. Es gibt eine wirtschaftliche Krise. There is a social crisis. Es gibt eine soziale Krise. There is a daily exposing of scandals and crimes and all the things that the establishment does. Es gibt die tägliche Herauszerrung von diesen Skandalen und kriminellen Aktivitäten. Inequality is rising. Der Herrschenden. Inequality is rising. Die Ungleichheit steigt an. Within the ruling class there are deep divisions. Innerhalb der herrschenden Klasse gibt es tiefe Spaltungen. The US ruling class, the Western ruling class is fed up with Erdogan himself. Die US herrschende Klasse hat genug vom Erdogan. A part of the army and a part of the rest of the ruling class is very dissatisfied with this situation. Ein Teil der Armee und ein Teil vom Rest der herrschenden Klasse in der Türkei ist auch ziemlich unzufrieden mit ihm. And the defeat that they're getting in Syria now, und die Niederlage, die Erdogan jetzt in Syrien beigebracht bekommt, which was a very big prestigious project of dominating the neighbor, was ein sehr großes Projekt von ihm war, ein Prestigeprojekt, den Nachbar zu dominieren, will have huge impact inside Turkey as well. Wird innerhalb der Türkei großen Einfluss haben. And all these tensions at some point will lead to an explosion. Und all diese Spannungen werden an einem gewissen Punkt zu einer Explosion führen. An explosion of class struggle. Eine Explosion des Klassenkampfes. And the Kurdish and Turkish workers have very proud traditions of class struggle. Die türkischen und kurdischen Arbeiter und Arbeiterinnen haben eine sehr stolze Tradition des Klassenkampfes. And that is the only true ally of the Kurdish people. Und das ist der einzige wahre Verbündete des kurdischen Volkes. Is the Turkish working class. Das ist die türkische Arbeiterklasse. Now, just finally, the second to last country. das vorletzte Land, gleich haben wir es geschafft. There is a situation of Saudi Arabia. Und zwar in Saudi-Arabien. See, after the collapse of the Iraqi state, nach dem Zusammenbruch des irakischen Staates, wo wir vorhin ja schon gehört haben, the Iraqi army was basically left unchecked in the region. War Iran. Yeah, Iran and Iraq are neighbors. Die iranische Armee letztendlich ohne Gegengewicht in der Region. Before that, the imperialists tried always to balance off the Iraqi and Iranian army to neutralize both of them. Davor haben die Imperialisten immer versucht, die irakische und die iranische Armee gegeneinander aufzuwiegeln und aufzuheben und auszubalancieren, um sie zu neutralisieren. But with the Iraqi army gone, the Iranian army became a major threat to Saudi Arabia, which is not that far away. Aber mit dem Zusammenbruch der irakischen Armee war die iranische Armee auf einmal eine große Gefahr für Saudi-Arabien, das nicht so weit weg ist. At the same time, you had or afterwards, you had the situation of the Arab Revolution developing. Zur selben Zeit oder nicht lange danach hatten wir die Situation, wo die arabische Revolution sich entwickelte. Where US imperialism could not intervene to save, especially Hosni Mubarak in Egypt. Wo die US-Imperialisten nicht fähig dazu waren, zu intervenieren, um vor allem Hosni Mubarak in Ägypten zu retten. Both of these things were a threat to the Saudi regime. Beides war eine Bedrohung für das saudische Regime. And especially the deal that the nuclear deal that the US then did with Iran, or besonders der Nukleardeal, den die USA mit dem Iran
meant that the relationship between the U.S. and Saudi Arabia went into a crisis. War ein Grund dafür, dass die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den USA in eine Krise gerieten. The Saudis want the U.S. to come and save them if they're in trouble. Die Saudis wollen, dass die amerikanischen Soldaten sozusagen kommen und sie retten, wenn sie in Bedrohung sind. But by not doing it in Egypt and betraying them with Iran, they basically lost trust in them. Aber nachdem sie auch Hosni Mubarak in Ägypten nicht gerettet hatten und auch sie letztendlich verraten hatten mit dem Deal mit dem Iran, haben sie ihr Vertrauen darin verloren. So they're weak on a regional scale. Sie sind schwach in einer regionalen Sphäre. Another development which happened was that before, in the 70s, for instance, the US was fully dependent on Saudi oil. Eine andere Entwicklung, die noch damit reinspielt, ist, dass in den 70ern zum Beispiel die USA völlig abhängig vom Öl aus Saudi-Arabien waren. But that situation is completely gone now. Aber diese Situation ist nun völlig zu Ende. The US is almost fully self-sufficient with oil. Die USA sind fast Selbstversorger mit Öl. And the biggest buyer of Saudi oil is China. Und der größte Abnehmer von saudi-arabischen Öl ist China. The regional allies of Saudi Arabia have also been weakened and their ties have been weakened. Die regionalen Verbündeten von Saudi-Arabien sind auch geschwächt worden. Die Verbindungen zu Saudi-Arabien sind auch geschwächt worden. The Egyptian regime is very weak and unstable. Das ägyptische Regime ist sehr schwach und instabil. And so is the Pakistani one. Und genauso Pakistan. And these two countries were asked to send troops when Saudi Arabia went to war in Yemen. Diese zwei Länder sind von Saudi-Arabien dazu aufgefordert, Truppen zu senden, als es um den Krieg in Jemen ging. It was a way for Saudi Arabia to show the power that it had, how many countries it could get into a war. Es war ein Weg für Saudi-Arabien, seine Kraft zu demonstrieren, wie viele Länder es in einen Krieg ziehen könnte. But both of them refused and Saudi Arabia was humiliated. Aber beide Länder haben abgelehnt und Saudi-Arabien war völlig... and in fact showed the weakness of Saudi Arabia. War völlig blamiert und das hat die Schwäche von Saudi-Arabien gezeigt. Especially in regards to Iran. Besonders in Bezug auf den Iran. Because whereas Iran is a nation, it's basically a nation which has existed for thousands of years or several thousand years. In Bezug auf Iran, was letztendlich eine Nation, ein Nationalstaat ist, diese Nation hat seit mehreren tausenden Jahren Bestand. It has a relatively strong army. Es hat eine relativ starke Armee. The Saudi regime is not really a nation. Saudi-Arabien ist nicht wirklich eine Nation. The army is not loyal to the kingdom. Die Armee ist nicht loyal zum König. They don't have any kind of loyalty to the king. Sie haben keine Loyalität. It's an artificial formation. Es ist eine künstliche Formation. At the same time, the oil prices, which are going steeply down because of the world economic crisis. Gleichzeitig die Ölpreise, die scharf fallen wegen der Wirtschaftskrise. Means that there's an economic crisis. Führt zu einer wirtschaftlichen Krise. And the network of patronage, which has basically been the only thing keeping the country together, is going to fall apart. Und die Vetternwirtschaft, was letztendlich das einzige ist, das das Land immer zusammengehalten hat, fällt auseinander. So you have a sea of wealth and no legitimacy. Es gibt ein Meer des Reichtums, aber gleichzeitig keinerlei Legitimität. And in fact, the state ideology of Saudi Arabia undermines its legitimacy constantly. Und man muss sogar sagen, die Staatsideologie von Saudi-Arabien untergräbt die Legitimität des Landes gleichzeitig. Because the state ideology is Wahhabism. Die Staatsideologie ist der Wahhabismus. Which basically says that you cannot have a king, you need a caliph. Die letztendlich sagt, dass man keinen König haben kann, sondern einen Kalifen braucht. And this is what's taught in every single school, every university, every TV channel, every... Das wird in allen Schulen, in allen Universitäten, in allen Fernsehsendungen den Leuten beigebracht. Creating tons of Islamic fundamentalism. Was tonnenweise islamische Fundamentalisten produziert. And they have a deal generally. They've had a deal of sending these people out to the world. Und sie hatten eben einen Deal, dass diese Leute raus in die Welt geschickt werden. They use them in Afghanistan, in Pakistan. Now, sie haben sie in Afghanistan benutzt, in Pakistan, Indonesia. in Indonesien. But they're running out of places to send them to. Aber sie haben jetzt langsam keine
Orte mehr, wo sie hinschicken können. So there is a huge part of the Saudi society which is on the right, which is fiercely opposed to the kingdom. Es gibt einen großen Teil der saudischen Gesellschaft rechts, sozusagen, der gegen den König but there's also opponiert. a big oppressed Shia population of up to 3 million people. Aber es gibt auch eine große unterdrückte schiitische Bevölkerung. There's enormous poverty. 4 million people live in poverty in Saudi Arabia. Es gibt enorme Armut. 4 Millionen Menschen in Saudi-Arabien leben in Armut. And then there is millions of people working there as basically extremely exploited slave labor. Und dann gibt es diese Millionen Leute, die dort arbeiten, extrem ausgebeutete quasi Sklavenarbeiter. There is a big part of the youth which is very democratically minded and don't like this reactionary regime. Ein großer Teil der Jugend ist sehr demokratisch eingestellt und hasst dieses Regime. So as you see, this is a country which is riven with contradictions. Das ist ein Land, das in alle Richtungen von Widersprüchen zerrissen ist. And it's only kept together because of the enormous wealth that is basically had. Und es wird letztendlich nur durch den enormen Reichtum zusammengehalten, das es hat. But now, because of the collapsing oil prices, Aber wegen dem Zusammenbruch des Ölpreises all this is unraveling. Löst sich all das auf. Yes. The new king and his son, who are the new king and his son. Der neue König und sein Sohn. They really reflect the degeneracy of the ruling class as well. Reflektieren wirklich die Degeneriertheit der herrschenden Klasse. Because they've only been in power for a year. Sie sind erst seit einem Jahr an der Macht. But they've managed to destabilize everything. Aber sie haben es geschafft, alles zu destabilisieren. The previous king was very conservative because he knew every time he moved to one side, he would risk destabilizing the other one. Der alte König war sehr, sehr konservativ, weil er wusste, jedes Mal, wenn er sich nur ein kleines bisschen bewegt, destabilisiert er irgendwo. But within a few months in power, they started a massive war against Yemen. Aber diese neuen Herrscher haben innerhalb von wenigen Monaten einen massiven Krieg gegen den Jemen gestartet. Which is very interesting, but just suffice it to say that they can never win this war. Der sehr interessant zu behandeln wäre, aber es reicht zu sagen, sie können diesen Krieg nicht gewinnen. There's a huge drain economically. Es ist eine schwere wirtschaftliche Belastung. But also it destabilizes the regime in the sense that they're fighting Shias in Yemen. Aber es destabilisiert auch das Regime weiter, indem sie Schiiten im Jemen bekämpfen. So it radicalizes Shias inside Saudi Arabia. Was Schiiten in Saudi-Arabien radikalisiert. And it's also opening up more room for Al-Qaeda in the Arab Peninsula. Und sie öffnen damit weiter neuen Raum sozusagen für Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Who's gaining in Yemen. Die in Jemen Fortschritte machen. And also inside Saudi Arabia. Und auch in Saudi-Arabien. So it's basically preparing or it's exacerbating the existing contradictions. Das heißt, sie treiben diese Widersprüche in Wirklichkeit auf die Spitze. Now this war and the Syrian war, which the regime were going to lose. Dieser Krieg und der Krieg in Syrien, das das saudische Regime verliert, will add to the instability internally. Befeuern die Instabilität im Land selbst. And there's no way that this regime can continue existing. Und es gibt keine Möglichkeit, dass dieses Regime weiter existiert. Sooner or later it's going to explode. Früher oder später wird die ganze Situation explodieren. And we don't know which direction it's going to take. Wir wissen nicht, in welche Richtung es explodieren wird. Yes. Just to round off. Um das Ganze abzurunden. There's a question of Iran. Gibt es noch die Frage des Iran? Iran has become the major power in the region now. One of the major powers. Iran ist einer der Hauptmächte in der Region geworden. As I said, the rise of ISIS raised its status. In Wirklichkeit hat der Aufstieg von ISIS seine Wichtigkeit erhöht. Which was the basis for the nuclear negotiations. You know, they lifted the sanctions on Iran. Was letztendlich die Basis dafür war für die Atomverhandlungen. It was basically payment for the services in the Middle East. Letztendlich waren diese Verhandlungen Bezahlung für die Dienste, die sie im Nahen Osten. And this was a huge victory for the Iranian regime. Und das war ein großer Sieg für das iranische Regime. Some people in Iran compared it to the anti-imperialist Mossadegh government in the 50s. Manche Leute im Iran selber haben es mit dem anti-imperialistischen Mossadegh Regime in den 50er Jahren verglichen. Where he nationalized the British petroleum
company. der die britische Erdölgesellschaft verstaatlicht hatte. And there is a certain truth to it because Iran they've been waging an economic war on Iran for many years. In fact. Und es gibt einen Kern der Wahrheit in diesem Argument, nämlich dass seit Jahren irgendwie ein wirtschaftlicher Krieg gegen den Iran it's a geführt defeat wurde. for U.S. imperialism. In fact. Das heißt, es ist eine Niederlage des Which is a US-Imperialismus, positive thing. was positiv ist. But at the same time, millions of people, especially workers and poor inside Iran, Aber zur selben Zeit sind Millionen Menschen, vor allem Arbeiter, Arme im Land selber, have been told for many years, die haben sich seit Jahren anhören dürfen, we're fighting against the great Satan, wir kämpfen gegen den großen Satan, so you have to accept job cuts and attacks on wages and social conditions. und deswegen müsst ihr akzeptieren, wenn es Arbeitslosigkeit gibt Rising unemployment, inflation. und Löhne nicht ausgezahlt werden, soziale Sicherheiten gekürzt werden und so weiter. But now Inflation. that sanctions are over, the workers are going to say, Aber jetzt, wo die Sanktionen aus ist, werden die Arbeiter sagen, where's all the things that we gave up? wo sind all die Sachen, die wir aufgegeben haben? There's going to be an economic boom, Es wird einen ökonomischen Aufschwung geben, which will give the working class confidence, der Arbeiterklasse Selbstsicherheit geben wird. and you're going to see a fierce class struggle developing inside Iran, Und es wird ein scharfer Klassenkampf sich innerhalb des Iran entwickeln, beginning with economic demands, der bei wirtschaftlichen Forderungen anfangen wird. but very soon in a situation, in a type of dictatorship like Iran, an economic struggle can very soon become political. Aber in einer Situation von so einer Diktatur, wie sie im Iran herrscht, kann so ein wirtschaftlicher Kampf sehr schnell politisch werden. The Iranian working class will resist this. Die The ruling class. iranische herrschende Klasse wird sich dagegen wehren, But because of the world economic crisis, they have very little room to maneuver. aber wegen der Wirtschaftskrise auf Weltebene haben sie nur sehr wenig Spielraum, um zu manövrieren. The Iranian workers think they're going to have Western lives similar to Western people. Die iranischen Arbeiter erhoffen sich westliche Leben, wie sie aus dem Fernsehen kennen. But the Iranian ruling class wants to compete with Sri Lanka and Bangladesh. Aber die iranische herrschende Klasse will mit Sri Lanka und Bangladesch Compete for foreign investments. Investieren. Konkurrieren, danke. Und quasi um Investitionen kämpfen. And that's gonna open a period of class struggle. Was heißt, dass die Löhne gekürzt werden müssen. Und das wird eine ziemliche Situation des Klassenkampfes. Which will have a huge effect in the rest of the region. Das wird einen extremen Einfluss auf die Entwicklung im Rest der Region And I would say that's the key to the whole situation in the Middle East. Und das ist der Schlüssel zur Situation im ganzen Nahen Osten. It's Turkey, Ist die Türkei, Iran, Iran and Egypt, und Ägypten, also where the working class have not been defeated yet, wo die Arbeiterklasse in allen Ländern nicht besiegt worden ist bis jetzt, but which is in an ebb at the moment, wo zwar eine Ebbe der Bewegung stattfindet, which will end which will end sooner or later because of the attacks of the ruling class. die aber auch enden wird, früher oder später wegen den Angriffen der Herrschenden. Now the lesson for us is Für uns müssen wir uns vergegenwärtigen, that if you have a revolution and you don't take power, wenn man eine Revolution hat, aber die Macht nicht übernimmt, you create a vacuum. Produziert man ein Vakuum, You allow the counter-revolution to maneuver, erlaubt man der Konterrevolution zu manövrieren, a radicalized eine counter-revolution, radikalisierte Konterrevolution, and it's going to strike at you sooner or later. und sie wird zurückschlagen, früher oder später. The idea that you can moderate yourself out of a revolution Die Idee, dass man sich selbst aus einer Revolution heraus manövrieren, moderatisieren könnte. you think that you lower your demands, that's going to allow you to coexist with the counter-revolution. Wenn man seine Forderungen nur tief genug ansetzt, kann man mit der Konterrevolution koexistieren. Well, the counter-revolution doesn't think like that. Die Konterrevolution denkt nicht so. And they're going to use any chance to punish a Und revolution. sie werden jede Situation nutzen, um die Revolution zu schwächen. At the moment there is an ebb, which means that reaction has more room to maneuver and is more visible. Im Moment gibt es eine Ebbe und das heißt, die Reaktion ist sichtbarer.
But sooner or later this will change. Aber das wird sich früher oder später ändern, ins Gegenteil. The imperialist adventures of the big countries will also destabilize themselves internally. Die imperialistischen Abenteuer der großen Länder werden diese weiter intern destabilisieren. And the class struggle will come back. Und der Klassenkampf wird The zurückkommen. crisis of the Middle East is the crisis of capitalism. Die Krise des Nahen Ostens ist die Krise des Kapitalismus. It shows the two roads, the two paths in front of humanity. Es zeigt die zwei Pfade, die die Menschheit vor sich sieht. This barbarism or socialism. Es ist Barbarei oder Sozialismus. Thank you very much. Danke. Gut, also da machen wir weiter. Jetzt ist die Möglichkeit, Debattenbeiträge zum Thema zu machen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, alles was ihr wollt. Genau, bitte, Wortmeldungen. Kommst du vor? Ja. Leider kein Funkmikrofon da. Ein Saalmikro. Nein, ich will auf Deutsch übersetzen. Ja, also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Eine Sache, die mich sehr gefreut hat, war, dass du herausgearbeitet hast und auch sehr gut erklärt hast, als einer der wenigen, die ich zu dem Thema bisher gehört habe, warum die Türkei im Fall des Falles Gefahr läuft, nicht in zwei, sondern in drei Teile zu zerbrechen. Das habe ich so in der Klarheit noch nicht zu hören gekriegt und das fand ich sehr, sehr gut. Ein paar Sachen, die ich kritisieren würde, wäre zum Beispiel, dass du bezogen auf den Irak sehr, sehr gut und großteils sehr richtig die Rolle des US-Imperialismus herausgearbeitet und erklärt und analysiert hast. Allerdings nicht im Zusammenhang mit Syrien dann die Rolle des russischen und damit verbunden des iranischen Imperialismus, der in Bezug auf Syrien eine zumindest ähnlich verheerende Rolle gespielt hat, wie es der US-Imperialismus in Bezug auf den Irak getan hat. Und auch in einem ähnlichen Ausmaß dazu beigetragen hat, dass der IS in Syrien so stark werden konnte. In dem Zusammenhang ist mir dann auch aufgefallen mit den Luftschlägen, dass du gesagt hast, die Luftschläge der internationalen Koalition unter Führung der USA wären vergleichsweise ineffizient. Das ist auch was so in meiner Wahrnehmung nicht stimmt. Also es hat am Anfang gestimmt, so die ersten Monate, als so im Sommer 2014, als die Sache mit Kobani gerade angefangen hat, waren die Luftschläge der USA hochgradig ineffizient. Später dann nicht mehr. Die Luftschläge der USA haben zum Beispiel eine zentrale Rolle gespielt bei der Einnahme von Sarin, das ist eine Kleinstadt südlich von Kobani, die entscheidend dafür war, dass die Jeppesche den Tischrin-Staudamm einnehmen konnten und den Euphrat nach Westen überqueren konnten, also die berühmte rote Linie der Türkei, die überschritten worden ist. Das deckt sich natürlich wieder wunderbar mit dem, was du gesagt hast, dass mit dieser ironischen Situation, dass die Türkei einen de facto Krieg führt gegen einen Verbündeten der USA und in diesem konkreten Fall sogar eine Militäroperation der USA dazu beigetragen hat, dass diese Kraft einen schweren Schlag ausführen konnte, tatsächlich direkt gegen die Außenpolitik der Türkei. Also es hätte deine Position sogar noch gestärkt. Von daher fand ich das schade, dass du das nicht erwähnt hast, beziehungsweise das so dargestellt hast, als wären die total ineffizient und würden de facto nicht stattfinden. Genauso übrigens auch bei der Befreiung von Tel Abyad an der syrisch-türkischen Grenze, wo auch die Luftschläge der Koalition eine sehr große Rolle gespielt haben. Mein zentraler Kritikpunkt wäre dann bezüglich der Einschätzung der PED, die du gemacht hast. Es ist richtig, dass die ihre Positionen in der Eigentumsfrage zunehmend aufweichen. Es ist natürlich auch richtig, dass das sehr problematisch ist, dass sie das tun und dass sie auf lange Sicht nur erfolgreich sein können, wenn sie eben die Klassenfrage ganz, ganz klar stellen. Allerdings halte ich es für absolut unzutreffend, das mit dem Einfluss der USA zu erklären, weil diesen ideologischen Einfluss haben die USA auf die kurdische Autonomiebewegung nicht, den werden sie auf absehbare Zeit auch nicht haben. Und davon abgesehen kann dem US-amerikanischen Großkapital auch das Schicksal irgendwelcher Kleinkapitalisten in Syrisch-Kurdistan auch herzlich egal sein und ist ihnen de facto auch egal. Der Grund für diese Entwicklung ist meiner Meinung nach ein anderer, nämlich der, dass die PID aus einer strategischen Überlegung heraus, nach dem Motto, wir führen gerade Krieg, es wäre kontraproduktiv und nicht der richtige Zeitpunkt dafür, dass wir uns mit quasi den
unseren eigenen Kleinkapitalisten oder auch den wenigen größeren, die es geben mag, anlegen. Und das mag jetzt einigen von euch bekannt vorkommen, diese Denkweise. Das ist nichts anderes als die klassische stalinistische Volksfrontstrategie. Und da darf man natürlich nicht vergessen, dass auch wenn die PID sich und insgesamt die PKK sich vom Stalinismus sehr deutlich emanzipiert hat und das absolut zu begrüßen ist, dass diese stalinistische Ideologie gerade in solchen Sachen vielleicht noch sehr, sehr weit über diesen Gruppenstalinismus hinaus nachwirkt. Und ich halte eben diese Aufweichung in der Eigentumsfrage für genauso ein poststalinistisches Relikt unter Anführungsstrichen, beziehungsweise ob es ein Relikt bleibt oder ob sich das durchsetzt, wird sich zeigen. Aber würde das eben diese Aufweichung so erklären und nicht mit dem US-Einfluss, was ich für eine absolut unzutreffende Erklärung halte. Mich würde interessieren, was du dazu sagst oder wie du das siehst. Danke. Gibt es sonst weitere Wortmeldungen, Fragen? Ja, danke. Ich hätte noch eine vertiefende Frage, weil es immer wieder in den Medien war, bezüglich Menschenrechtsverletzungen von kurdischen Soldaten in Syrien, wo es irgendwie geheißen hat, also ich habe da irgendwie nie so genau rausbekommen, wie das genau abgelaufen ist, was da genau die Hintergründe sind und ob das tatsächlich irgendwie, also ob das Handlungen von einzelnen Soldaten sind, die aus syrischen Gebieten nicht kurdische Bevölkerung vertrieben haben, oder ob das tatsächlich irgendwie Anweisungen von der Führung sind, die irgendwie höher gehen in der Struktur dieser Armee, oder ob das tatsächlich irgendwie Einzelhandlungen von gewissen Soldaten sind. Ja. Danke. Weitere Wortmeldungen bitte. Nicht so schüchtern. Wir haben noch genügend Zeit, also wir haben noch sicher Zeit für eine Viertelstunde Diskussion, um noch ein gescheites Sum-Up zu bekommen. Wenn es auch nur kleine Fragen sind. Mich würde die Rolle der EU-Staaten noch interessieren, weil die ja gerade mit den Flüchtlingen und auch dem IS-Terrorismus auch anders betroffen sind als die USA jetzt gerade. Gut. Sehr. Ich möchte zwei Punkte ansprechen. Das eine wäre eine Antwort auf dich, Genosse, bezüglich der Eigentumsfrage und der PID. Was ich denke, was relevant ist für die USA, ist nicht, ob sich die PID hier und dort mit den Klein- oder Großkapitalisten anlegt, sondern ob diese Überlegung und diese Tradition irgendwie sich verbreiten kann in der kurdischen Bewegung und über lange Sicht auch im ganzen arabischen Raum. Und das wäre natürlich sehr gefährlich. Aber ich kann nicht einschätzen, ob das aufgrund der stalinistischen Tradition oder ein Überbleibsel der stalinistischen Tradition ist oder Einfluss der USA. Aber ich denke, dass die USA kein Interesse daran haben, diese Ideologie zu fördern, da sind wir uns sicher einig. Der zweite Punkt ist eine Frage an Hamid. Du hast gesagt, dass die USA mittlerweile praktisch unabhängig vom Öl sind, aus Saudi-Arabien. Jetzt ist es ja so... Das ist komisch. Entschuldigung. Jetzt ist es... Du musst weiter weg. Geh mal, stell dich mal da hin. So, geht's? Probier mal. Hallo? Sehr gut. Besser. Jetzt ist es ja so, dass der Wirtschaftskrieg, den Saudi-Arabien angezettelt hat mit der Ölfördermenge, mit dem Ölpreiszerfall, auch die US-Fracking-Industrie schwer getroffen hat. Und ich habe kürzlich gelesen, dass die Fracking-Industrie in den USA bereits erste Konkurse zu verzeichnen hat. Wie wird sich das weiter auswirken auf die Abhängigkeit der USA von Ölimporten? Dankeschön. Jetzt fange ich an, oder wie?
Gibt es noch weitere Fragen, Wortmeldungen? Ja, vielleicht eine kurze Frage, die wahrscheinlich ein bisschen längere Antwort braucht. Und zwar, wie es konkret in Syrien oder was du für Perspektive für Syrien, für den Klassenkampf siehst, weil Syrien ja doch jetzt de facto völlig zersplittert ist, völlig im Bürgerinnenkrieg. Und du hast zwar im Referat schon gesagt, die progressivste Bewegung ist die kurdische Bewegung oder die einzige, die gerade im Moment irgendwie progressiv was macht, aber halt für Gesamtsyrien, was für Perspektive du da im Grunde genommen siehst. Okay. Hamid, du brechen schon die Schweißperlen auf, weil so viele kurze Fragen, die aber lange Antworten benötigen, kommen. Gibt es noch Anmerkungen? Vielleicht auch mal noch ein Wortbeitrag, der ein bisschen länger ist, aber weniger Fragen beinhaltet. Ja, sonst gibt es keinen Grund, dass wir nicht zum Sum-Up schreiten, würde ich sagen, damit der Hamid noch genügend Zeit hat, alles ausführlich zu beantworten. Gibt es noch was? Okay. Dann schreiten wir zum Sum-Up. Well, I'd rather have some of you guys speaking. But, Ihr solltet lieber was reden. Well, the question of Russian and Iranian imperialism. I think I got all your questions, by the way. I'm not sure, but if I haven't, then you can ask them again. Ich hoffe, ich habe alle deine Fragen oder Anmerkungen, aber wenn nicht, dann frage mich einfach nochmal. Aber jetzt zur Frage vom russischen und iranischen Imperialismus. Of course, there's no doubt that especially Russia has an imperialist interest in Syria. Syria has for many years been traditionally a Russian sphere of influence. And also the Iranian regime, although you have to be very careful with the definition of imperialism. You know, there's different grades of imperialism. There are some powers which are regional imperialists. Some powers are aspiring imperialists, and also there are many hybrid versions, if you can put it like that. Ja, zur Frage des russischen und iranischen Imperialismus. Bei Russland ist es relativ klar, dass Syrien war immer eine Sphäre, in der Einflusssphäre von Russland. Syrien war immer eine Einflusssphäre von Russland. Und natürlich hat auch das iranische Regime dort Interessen, aber man muss da sehr vorsichtig sein mit der Definition von Imperialismus. Es gibt verschiedene Grade des Imperialismus, regionaler Imperialismus oder auch aufstrebende möchtegern imperialistische Länder sozusagen. Aber es ist sehr wichtig, da ein genaues Bild davon zu bekommen. Iran, first of all, historically, the foreign policy of Iran has always been a defensive foreign policy. Als erstes die Außenpolitik des Iran in newer times. In neuerer Zeit war immer eine defensive Außenpolitik. The intervention that Iran did in Iraq to begin with was because the Iraq war was a threat against Iran. Die Intervention vom Iran im Irak nach dem Irakkrieg 2003 wurde deswegen gestartet durch den Iran, weil der Irakkrieg eine Bedrohung für den Iran selber war. And also the intervention that they had there was to support domestic forces. Und die Intervention, die sie dort leiteten, war, um die einheimischen Kräfte zu unterstützen. The intervention that Iran had in Syria was to well, initially there was an intervention against the revolution, which was helping the Assad regime. Of course, we can never defend that. Iran hat, wo die Revolution noch am Laufen war sozusagen, gegen die Revolution interveniert und dem Assad-Regime geholfen, was wir nie verteidigen werden. But again, also from a regional point of view, once the revolution became basically an imperialist intervention against Syria, the Iranian regime, the position that it had was a defensive position of defending against imperialist aggression. Aber nachdem das ein imperialistisches Kräftemessen sozusagen wurde, war die Position des Iran immer eine defensive, um
gegen diese imperialistischen Aggressionen sich zu verteidigen. Of course, that doesn't end there. It has a life of its own. Das endet dort nicht und hat ein Eigenleben. Because the same forces which has now developed, Iranian loyal forces which has now been developed in these countries, are going to be used often in an offensive way of defending Iranian interests, economic interests, and so on. Weil dieselben Kräfte, die so geformt wurden, die pro-iranisch eingestellt sind, werden in Zukunft auch in einer offensiven Art und Weise genutzt werden, um iranische Interessen in der Region zu verteidigen. But we have to be very careful about this idea of Iranian imperialism, because the way that it's portrayed in the West is not the real situation on the ground. Aber wir müssen sehr vorsichtig damit umgehen, mit der Frage des iranischen Imperialismus, weil die Art und Weise, wie es im Westen dargestellt wird, nicht das widerspiegelt, was on the ground passiert. The aggressor forces in the Middle East for the past period has been Saudi Arabia, Turkey and the US, and especially the US. Die Aggressorstaaten sozusagen im Nahen und Mittleren Osten in den letzten Jahrzehnten waren Türkei, Saudi-Arabien und speziell die USA. So there is a difference between the role that these countries playing in intervening. There's a difference between Iranian intervention in these countries and the US intervention. Das heißt, es gibt einen Unterschied in der US-Intervention und der iranischen Intervention. And the same with the Russian intervention and the US intervention. Dasselbe mit der russischen und der US-Intervention. Let's put it this way, although it's not exactly the same position, but what did we say during the Iraq War, the occupation of Iraq by US imperialism? Was haben wir, dasselbe gilt auch für die russische Intervention bis zu einem gewissen Grad, und es ist nicht genau dasselbe, aber was haben wir, um das zu vergleichen, im Irakkrieg gesagt? It didn't mean we supported Saddam Hussein, but we were against imperialist aggression by the US. Oh, okay. Wir haben natürlich nicht Saddam Hussein unterstützt, aber wir waren strikt gegen die imperialistische Intervention der USA dort. The main enemy for us, our main task was to fight the enemy at home, the imperialists from the West. Unsere Hauptaufgabe in dieser Situation ist, unseren eigenen, vor der eigenen Haustür sozusagen zu kehren und die imperialistische Aggression aus dem Westen zu bekämpfen. If Iran had helped Iraq for any reason to defeat the US, would we have been against it? Wenn der Iran dem Irak, was aus welchem Grund auch immer geholfen hätte, die USA zu besiegen, wären wir da dagegen gewesen? We would not. Wären wir nicht. But it doesn't mean that we see the Iranian regime as a progressive regime. Das heißt nicht, dass wir das iranische Regime als ein progressives Regime sehen. It doesn't mean that we think that they can solve anything in the region. Das heißt auch nicht, dass wir denken, dass sie irgendwas in der Region ändern könnten oder lösen könnten. But we can't put these forces on the same level. Aber wir können diese Kräfte nicht auf dieselbe Ebene heben. US imperialism is the most reactionary force on the planet. Der US-Imperialismus ist die reaktionärste Kraft auf dem Planeten. It has the complete responsibility for the barbarism in the Middle East. Es trägt die komplette Verantwortung für die Barbarei im Nahen Osten. This doesn't mean we support any other regime in the region. Das heißt nicht, dass wir irgendeins dieser blutigen Regime in der Region unterstützen. But it doesn't change that fact either. Aber das ändert auch nichts an dem Fakt. So that's the short answer. Eine kurze Antwort darauf. Yeah, of course we shouldn't, again, as I said, we shouldn't have any illusions in any progressive nature of these or good-willed nature of these powers, but I don't think I said that either. Wir sollten natürlich keine Illusionen in eine progressive Rolle dieser Kräfte haben, aber ich denke, ich habe das auch nicht gesagt. So, the question of U.S. airstrikes, you say, though, they did pick up before Russian intervention. The reality is that the U.S. had, because of the internal crisis it's in, because of the divisions within the U.S. ruling class, it has been hesitating massively in Iraq and Syria. Du hast gesagt, dass die
amerikanischen Luftschläge auch schon vor der russischen Intervention gestärkt wurden. Der Punkt ist, die USA haben in ihrer Intervention im Irak und Syrien extrem gezögert wegen der internen Krise des Landes. And especially because the crisis has caused enormous divisions, not only with its allies, but even within the US ruling class. Und letztendlich auch deswegen, weil die Krise nicht nur Widersprüche mit seinen Verbündeten der USA hervorgerufen hat, sondern auch innerhalb der herrschenden Klasse in den USA. You see, the CIA, even until now, I think, they're supporting the so-called moderate rebels, the Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham, the groups that are supported by the Saudis and the Turks. Die CIA, ich glaube sogar bis zum heutigen Tag, unterstützen diese sogenannten moderaten Rebellen, die Al-Nusra-Front und so weiter, die von Saudi-Arabien und der Türkei hochgezüchtet wurden. But other factions of the US ruling class actually don't support them. In fact, have been supporting Assad regime. Andere Fraktionen der herrschenden Klasse der USA haben in Wirklichkeit das Assad-Regime unterstützt. There is a very interesting article written by a guy called Seymour Hersh, who's a journalist, quite a well-known journalist. Es gibt einen interessanten Artikel von Seymour Hersh, ein relativ bekannter Journalist. He was the one who exposed the Abu Ghraib scandals in Iraq. Das ist der die Abu Ghraib Folterskandale aufgedeckt hat im Irak. Which basically states that the DEA, which is the intelligence agency of the Pentagon, dieser Bericht besagt, dass die DEA, der Geheimdienst des Pentagons, realized that the US policy was so dangerous, were so irresponsible, that they started leaking intelligence to Assad. Und die haben quasi selbstständig damit angefangen, Geheimdienstinformationen an Assad zu leaken, weil sie gesehen haben, wie gefährlich die Politik in Bezug auf die Rebellen von And even we're in touch with anti-Erdogan elements inside the Turkish army to channel bad arms to the rebels in northern Syria. Und waren sogar mit Teilen der türkischen Armee in Kontakt, um quasi kaputte und schlechte Waffen statt guten Waffen den Rebellen im Norden zukommen zu lassen. So the US ruling class is split. I mean, these are probably not the only split. There must be many different lines. And Obama has been trying to maneuver between all of these interests. Die amerikanische herrschende Klasse ist klar gespalten in dieser Frage. Und es sind nicht die einzigen Linien, an der sie gespalten ist, sondern es gibt viele verschiedene Interessen da sind. Und Obama hat versucht, zwischen all diesen Interessen zu balancieren. So he's been hesitating, and that's why he might have, had some periods where he's bombed a lot or not. I had to do it quite shortly though, relatively. But in general, he's been extremely inefficient from a military point of view. Und das hieß, dass er ziemlich schwankend war. Es hat natürlich ein paar Perioden gegeben, wo ziemlich viel bombardiert wurde. Ich hatte ein ziemlich kurzes Lied auf, musste das ein bisschen zusammenkürzen, aber die generelle Linie ist, dass die Intervention sehr ineffizient von einem militärischen Standpunkt aus war. And that changed with the Russian intervention. Und das hat sich mit der russischen Intervention geändert. That's the main point. Das ist der Hauptpunkt, denke ich. About the question of the PYD and the YPG and the TEVDEM and the Kurdish organizations. Zur Frage der kurdischen Organisationen. About the fact that they've been watering down their program. Und der Frage, wie sie ihr Programm irgendwie verwässert haben in letzter Zeit. Well, it's clear that there is a problem there, and I think a lot of Kurdish activists would accept this. Ich glaube, es ist klar, dass es hier ein Problem gibt, und ich denke, viele kurdische Aktivisten würden das akzeptieren. Now there is this Stalinist the theory of People's Front. This is an old theory. Es gibt diese stalinistische Theorie der Volksfront. Das ist eine alte Theorie. But the point is also, and it's clear that's what's taking place here, right? Und es ist klar, real ist es das, was stattfindet. But the main thing, I think, we can discuss this from what was the exact root cause of it, and it's all of these things. It's the coming together of causes.
Und wir könnten natürlich diskutieren, was jetzt der tatsächliche Grund ist oder so, aber letztendlich ist es ein Zusammenspiel aus all diesen Gründen. But the point is that there's been a massive pressure on the Kurdish movement to bring in so-called non-Kurdish elements. Aber der Punkt ist, dass es einen massiven Druck der USA auf die kurdische Bewegung gegeben hat, um sogenannte nicht-kurdische Gruppen in die Bewegung mit reinzubringen. This idea, oh, we can't support you if you're just this Kurdish group and the PKK, it's not really comfortable. We're not comfortable with supporting you overtly as a sister organization of the PKK. Wir können euch als Schwesterorganisation der PKK nicht offen unterstützen, wenn es nur ihr seid. Ihr müsst da breiter aufgestellt sein und so weiter. And we can't have just Kurdish people because Erdogan might be offended by this, and you know how it is, and we can't always protect you. Und wir können euch nicht immer beschützen. Ihr wisst, wie das ist, der Erdogan, wie der drauf ist und so weiter. And there's been a push to lump, and it is a conscious method of dominating, controlling this kind of movement, of lumping it together with these reactionary forces, in fact. Und das ist eben ein offener Versuch der USA, diese Gruppe zusammenzupacken mit reaktionären Kräften. Or semi-reactionary. Oder halbreaktionären. Not like Islamist forces. Nicht islamistischen Kräften but, oder so. Petty criminals and very dubious elements. Sondern so kleinkriminellen Elementen. Sehr dubiose Elemente. Especially the ones from these Arab groups from northern Raqqa. Vor allem diese arabischen Gruppen aus Nord-Raqqa. And other tribal elements, tribal-based groups. Oder Stammesgruppen und so weiter. Who have nothing to do with the progressive aspect of the Kurdish movement. Die nichts mit den progressiven Aspekten der kurdischen Bewegung zu tun haben, rein gar nichts. And so in order to accommodate all of these groups, they built up the SDF. Und um all diese Gruppen irgendwie eine Dachorganisation zu geben, wurde eben die SDF aufgebaut. And they compromise on these key issues. Und haben eben deswegen an diesen Schlüsseldingen Kompromisse gemacht. And it's not going to be visible now. The effects aren't going to be visible now because there's a war and people are going to go out and fight and win it. Diese Effekte werden jetzt nicht sichtbar werden. Die Leute, es ist ein Krieg, die Leute werden trotzdem rausgehen, sie werden kämpfen und sie werden siegen. There's no major industries in the areas that the Kurds are, running at the moment. Es gibt keine großen Industrien in diesen Gebieten der kurdischen Gebiete. Es gibt keine großen Industrien dort. But it is a very big change, and also I would say it's completely unnecessary. Aber es ist ein großer Umschwung und vor allem würde ich sagen, es ist völlig unnötig. Especially because 95% of the army is still the YPG. Besonders deswegen, weil 95% der Armee immer noch die YPG ist. So it's just to accommodate a tiny group of very inefficient fighters that you water down the main program. Es ist quasi nur um eine kleine Gruppe von sehr ineffizienten Kämpfern irgendwie zu beruhigen, für das Programm der ganzen Gruppe irgendwie verwässert wird. Now about the human rights issues. Wegen der Frage der Menschenrechte. If you look at the report that Amnesty International made. Wenn man die Reportage von Amnesty International all the sources anschaut, sind alle Quellen had a link to Turkey. sind irgendwie mit der Türkei verbunden. And if you go and just read the actual, I think the PYD made a statement going and checking all the inconsistencies in the report. Die PYD hat ein Statement gemacht, wo sie alle diese Schwächen des Reports irgendwie Punkt für Punkt aufgezählt hat. So like villages which don't exist. So Dörfer, die gesäubert worden wären, aber die gar nicht existieren. And complete exaggerations. Und völlige Übertreibungen. This is a war. Es ist ein Krieg. It's not a well, the war is never fun, but this one is particularly barbaric. Krieg ist niemals lustig, aber dieser Krieg ist besonders barbarisch. And you have to take certain measures. Und es müssen gewisse Maßnahmen getroffen werden. Which means that when you have a war in an area, you actually clear it out and then let people come back in again.
Das heißt, dass man in einem gewissen Gebiet sind Gebiete quasi evakuiert worden und dann lässt man danach erst die Leute wieder zurück. As far as I know, the main line, and also the way that you build the whole army, the whole Kurdish army, the whole, how do you say, the principles that it's built on. Aber vor allem muss man sich, glaube ich, die Prinzipien anschauen, auf denen diese Armee, die kurdische Armee, aufgebaut ist. And the internal logic of it and the reason why it can be successful. Und die interne Logik und warum sie es schafft, erfolgreich zu sein und um da die Wahrheit, der Wahrheit näher zu kommen. Is against sectarianism. Sie baut sich eben genau auf diesem Antisektierertum, antireligiöse Spaltung auf. So if there is anything, in my opinion, it cannot be a generalized issue. Wenn es sowas gibt, dann ist es aus meiner Sicht klar, dass das nicht generalisierte Sachen sein können. And if it became that, then it would be the beginning of the end for that. Und wenn es so wäre, wenn es generalisiert wäre, dann wäre es der Anfang vom Ende für diese Armee. Yeah, because that's been its strength. Weil das genau ihre Stärke war. Yes. So what role does the EU states play? Not much. Welche Rolle spielen die EU-Staaten? Keine große. Look, the EU has been playing a tiny helper role of different nations from the EU. Has been a tiny assisting role to the US policy, basically. In Wirklichkeit haben verschiedene europäische Nationen so eine kleine Helferrolle für die Politik der USA in der Region gespielt. The French especially try to maneuver a bit. They sometimes support the Obama position, sometimes the Saudi position. Die Franzosen versuchen da ein bisschen zu manövrieren. Auf der einen Seite unterstützen sie die amerikanische Position, dann wieder die saudi-arabische Position. But the EU, just as everywhere else, is not really a force to be reckoned with at this stage. Aber die EU ist wie eigentlich in allen Gebieten nicht wirklich eine Kraft, mit der man da rechnen muss. It's completely, in the big picture, is irrelevant. Im großen Bild, wenn man sich das große Bild anschaut, ist eigentlich die Frage irrelevant. Because of its own internal crisis. Weil vor allem wegen der eigenen internen Krise. But I do think that because of the refugee crisis that they have now. Aber ich denke wegen der Flüchtlingskrise, die es jetzt gibt. Which is destabilizing the European Union. Was die Europäische Union destabilisiert. There is a big push to get a settlement now. Gibt es von der EU einen großen Druck auf eine Lösung der Frage. I think I saw a headline yesterday, but I couldn't find it, that Germany is now giving funds to Assad for housing refugees or something like that. Ich habe jetzt die direkte Überschrift nicht gefunden, aber ich glaube, ich habe die gesehen, dass Deutschland jetzt Mittel an Assad gibt, um Flüchtlinge zu, ja. Maybe I misread it, but that fits very well with the general trend that the EU is going. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber es würde sehr gut in den generellen Trend passen, der in letzter Zeit passiert ist. But they're not decisive in the big picture. Aber sie sind nicht entscheidend letztendlich, die EU-Staaten. Then there's the question about the US dependence on Saudi oil. Dann ist die Frage der US-Bedeutung in der Frage zu saudischem Öl. Which is quite interesting. Was sehr interessant ist. Because the crisis has basically put a damper on oil prices. Weil letztendlich hat die Krise den ganzen Ölpreis gedrückt. Which means that fracking is less profitable. Was heißt, dass Fracking weniger profitabel ist? But it also means that, you see, all these fracking companies took huge amounts of loans. All diese Fracking Firmen haben riesige Kredite aufgenommen, to develop technologies to make it cheaper to frack, um die Technologie zu entwickeln, um quasi das billiger zu machen, zu fracken. I think it's about $200 billion or something. Ich glaube, es ist in der Größenordnung von $200 Milliarden. And now all of them are going bankrupt. Und jetzt werden die alle bankrott. So that means that these are all very small companies, relatively small companies. Das sind alles relativ kleine Firmen. So that means that now the big oil companies can come and swoop up the whole market. Das heißt, dass jetzt die großen Ölfirmen reinkommen und quasi den ganzen Markt aufsaugen.
which means that the break-even point is even less because they don't have the same debts to uphold. Was heißt, dass der Preis, dass es sich rentiert, das Fracking noch weiter gedrückt wird, weil die halt diese Schulden nicht mehr haben. So maybe in a medium term it might become less self-sufficient in oil, but in the long term it becomes cheaper for it to be that. Vielleicht wird es mittelfristig ein bisschen weniger Möglichkeiten haben, die USA deswegen das eigene Öl zu produzieren, aber langfristig wird es sogar noch billiger werden. And as for Syria and class struggle, und die Frage von Syrien und dem Klassenkampf, I think you're dealing with a whole generation which has been shell-shocked. Ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass wir da mit einer ganzen Generation zu tun haben, die vor einem kompletten Scherbenhaufen stehen. The biggest selling point of any government in Syria is going to be stability. Der Hauptpunkt, den jede Regierung in Syrien irgendwie verkaufen wird, wird die Frage der Stabilität sein. In fact, even in the areas where ISIS is the strongest, there's been interviews with people who say stability is the main thing that they like about ISIS because whatever they do, they give them some kind of stability. Sogar in den Gebieten, wo ISIS stark ist, ist einer der Hauptpunkte, warum ISIS überhaupt noch Unterstützung habe, die Frage der Stabilität, weil es halt immer noch mehr Stabilität bringt als die Situation davor. So this doesn't mean that class struggle will die and never come back again. Das heißt nicht, dass der Klassenkampf sterben wird und nie wieder zurückkommt. But it means that an impulse must come from the outside. Aber das heißt, dass es einen Impuls von außen geben muss. I think even if you said that the Kurdish movement developed and waged a revolutionary war towards Damascus, selbst wenn man sagen würde, wenn sowas eintreffen würde, dass die kurdische Bewegung sich weiterentwickeln würde und quasi einen revolutionären Krieg gegen Damaskus führen würde. Even on the best socialist revolutionary Marxist program, mit dem besten sozialistischen revolutionär-marxistischen Programm, then you can't just raise people up again at this stage. Man kann nicht einfach so eine besiegte Generation einfach wieder aufrichten. So the point is that you must the impulse, there must be a bigger uprising somewhere else. So ein Impuls könnte nur ein viel größerer Aufstand irgendwo anders sein. Yeah. And that's the unfortunate truth. Das ist die unbequeme, dumme Wahrheit sozusagen. But that's also but that situation is also being prepared everywhere. Aber diese Situation bereitet sich auch vor gleichzeitig. As I said, Egypt, Turkey, Iran, all countries which are still moving towards explosions and revolutionary explosions. Wie ich gesagt habe, Ägypten, Türkei, Iran, all diese Länder bewegen sich in Richtung einer revolutionären Explosion. And at a certain stage they will come and they will move to the left and we'll have to see what happens then. Und es wird einen gewissen Punkt geben, wo sich diese Widersprüche aufheben, wo eine weite Bewegung nach links stattfindet und wir werden sehen, was dann passiert. Is there more?